wanna make sound. I wanna change everything. I wanna know it, feel it, take it all. I wanna fix everything. But the hardest part of this is to take who you are and change what you need. Stuck in a place you're not meant to be. Take all your doubts, take it from me. You made your chains, now be the release. I wanna scream out, 'cause I can't stand this wait and see. 'Cause I've been way down, way too long. There's still a pulse in me. But the hardest part of this is to take who you are and change what you need. Stuck in a place you're not meant to be. Take all your doubts, take it from me. You made your chains, now be the release. Who let you down? Who let you down? There is no easy way out. Who let you down? Who let you down? The right words, the wrong time, a hard look at the hard lines. Who let you down right now? There is no easy way out. Einen wunderschönen guten Donnerstagabend und herzlich willkommen beim Stream. Guter Streamer ist vorbereitet und hat natürlich schon längst vorher festgestellt, dass es für Pathfinder einen 6 GB großen Patch gibt. Der ist aber schon zu 25% fertig. Das sollte eigentlich nur ein paar Minuten dauern. Das werden wir jetzt einfach noch kurz aussitzen, dass wir auf der aktuellsten Version sind. Was da immer mit 6 GB alles gepatcht wird, habe ich keine Ahnung. Aber von der Zeit her akzeptabel. Jo. Ansonsten kann man ja dabei schon einmal kurz so Rückblende machen. Wir sind eben nach wie vor im DLC unterwegs. Main Game haben wir ja schon lange abgeschlossen damals. Irgendwas Verwirrendes mit einem Haufen Anomalien, die auftauchen, die wir schließen sollen. Leute werden verrückt, so langsam, also keine Ahnung, anfangs habe ich befürchtet, ich selbst wäre verrückt, weil es ist absolut undurchsichtig, was da alles passiert. Aber ich denke, es wird so nach und nach zunehmend mehr Klarheit reinkommen. Was ich tatsächlich bisher, sage ich mal, ein bisschen schade finde im DLC, aber es ist halt auch schwer, das Ganze irgendwie anders zu managen. Dadurch, dass man ja im Main Game bereits eigentlich Max-Level wird, spielt man halt wirklich nur die Story. Also so wie es für mich jetzt ausschaut, gibt es kein Level-Up mehr. Es ist schade, aber auch irgendwo verständlich. Es ist halt bei RPGs immer schön, wenn man auf ein Level-Up hinarbeiten kann. Am Dienstag sind wir da zuletzt in irgendeine Falle reingetappt. Komische Welt mit einem Haufen Zahnräder und anderem Ding, wo wir uns jetzt so nach und nach den Ausweg suchen müssen. Wobei wir haben eine neue tolle Teleportability gekriegt. Nur out of combat usbar, aber teleportiert die ganze Party zumindest ein kleines Stück in irgendeine Richtung. Ich schätze, die werden wir wohl dann auch noch für andere Rätsel im DLC
brauchen, um sie zu lösen. Wir sind in der Zwischenzeit bei 65%, also der Download des Patches geht gut voran. Es wäre sogar tatsächlich schon fertig gewesen, hätte ich ein bisschen besser aufgepasst. Ich habe nämlich den Launcher von GOG, wo ich ja Pathfinder habe, rechtzeitig gestartet. Das Problem ist, der miese Hund hat einfach nur Spellforce 3 Patches als wichtiger als Pathfinder empfunden. Kann ich mir nicht erklären. Und da hat er dann schon einmal 16 GB für einen Spellforce 3 Patch geladen, den niemand so wirklich gebraucht hätte. Und der Pathfinder Patch hat ihm noch warten müssen. Aber ich habe da jetzt an die Reihung einfach angepasst, die Prio richtig gestellt und jetzt läuft es. Gestern Abend habe ich mich dann auch mit Videobearbeitungsprogramm rumgekämpft und zumindest das, wo wir ja am Montag beim Stream einen Cut drin gehabt haben, zusammengefügt und das ganze Video gerendert. Es hat Stunden gedauert, aber zumindest habe ich das Rendering auf eine halbwegs akzeptable Geschwindigkeit gebracht. Damit sollte noch einmal sowas beim Stream kommen, ich dann die Videos zusammenklatschen und hochladen kann, wenn es nötig ist, auf YouTube. Also es ist jetzt der erste DLC-Teil bereits auf YouTube und nach dem Stream werde ich dann direkt noch den zweiten, also den Dienstag rüber exportieren und so sind wir dann jetzt wieder auf Kurs, dass ich dann morgen wahrscheinlich den heutigen exportiere, sobald der zweite von YouTube fertig bearbeitet ist. Und dann ist das alles wieder durch. So, Aktualisierung abgeschlossen. Let's go denn. Wir wechseln die Szene. Wir starten Pathfinder. Tada! Jetzt auf der aktuellsten Version, was sich auch immer geändert hat. Vielleicht steht da gleich kurz im Hauptmenü was, ich glaube nicht. Story DLC, nope. Hauptmenü ist unverändert, also direkt Continue. Keine Zeit mehr verschwenden, schon am Anfang genug verschwendet. Da sieht man im Ladebildschirm eh schon, wo wir unterwegs sein. Ah ja, genau. Demons. So, ich drücke da mal kurz Pause. Die Jungs gehen wir gleich an. Also da waren wir letztes Mal, wir sind da in diese komische Area rein, also freiwillig reingegangen und dann war, haha, it's a trap, von irgendwelchen Dämonen attackiert wurden, die alle jetzt nicht die größte Gefahr waren und jetzt müssen wir uns da eben durcharbeiten. Wenn wir die Pause deaktivieren, blitzt da alles ganz toll und bewegt sich alles ganz toll. Ist auf jeden Fall eine hübsch designte Area. Und dann, wo ich letzten Stream leider einfach schon zu übermüdet war, haben wir da das gefunden, wo wir Zahlen einstellen können. Und da habe ich wiederum festgestellt, dass bei diesen grünen Dinger immer eine Zahl steht. Von denen haben wir bisher erst 2 gefunden. Irgendwo da ist noch eins, genau. Und eben dann habe ich gerade noch diesen Weg da mit Teleport raufgefunden und war dann aber so K.O., dass wir aufgehört haben. Und ja, jetzt haben wir dann noch einmal eine Dämonen, die verprügelt werden wollen. Den Wunsch erfüllen wir sie dann gerne. Soll nichts leichter als das sein. Also würde ich sagen, Wohlchief geht Invis, Wohlchief bufft Speed. Aru geht Sense Vitals. Und die Nenio wird einfach mit einer Rocks engagen. Boom! Evades the Effekt. Großartig. Tolle Rocks, Nenio. Also, nicht ganz so tolle, aber naja, egal. Let's go. Miss Aru. Miss. Okay, da hinten ist dann noch Suku. Kann man den auch unchargen? Ja.
So, ja, da geht einfach mal mittig einer und macht einfach einen Gaze. Ich glaube, ich habe den Suku-Typen da oben noch nicht ganz erwischt. Jetzt auf jeden Fall. Und wenn wir es ready haben, ein Edict auch noch auf den, dass er sich selber killt. Gut ist. So, unser Amber wird einfach probieren, den da einschläfern. Failed. Still worth the try. Dann kann unser Dino da hingehen. Prepare yourself. Miss Concealment. I see. You not. That's the problem. No glory without risk. Ja, immerhin ist Suku wird ordentlich verprügelt. Macht sich dann auch selber noch gut Damage. So muss das. Naja, so dringend braucht die Dame halt auch noch keine Heilung. Gell? Vielleicht hätte die das Starlight casten sollen. Egal. Okay, großer Dämon hat Angst. Dann schauen wir, dass wir Clanen wegbrennen. Mäßiger Erfolg. Or else. Eigentlich wollte ich noch einen Spell casten, aber dafür muss ich ihn auch noch einmal drucken. Da war was. Wie weit ist denn der gleich weggerannt? Unglaublich. Haben wir noch ein True Seeing offen? Ja, haben wir. Für Range haben wir da. Nicht gut, das heißt, sie müsste daher so auf sich selber casten, dass auf jeden Fall die wichtigsten Leute einmal mit drinnen sein. Einmal wegschießen, bitte. Okay, fast. Wenn der wegläuft, werde ich mich aber nicht aufzwingen, unnötig. What the hell, wohl, Chief? Die Frau kann sich selber auch heilen. Also nutzen wir es. Okay, jetzt bleibt eh nur noch dem da danach zu laufen. Da kennt die Furche halt vielleicht noch eine Relativity casten. These magics should be used in other ways. Wobei ich habe Haste gecastet. Die Relativity war gerade Overkill. Oh Gott, wo will denn der hin? Das ist ja schon fast die Überlegung, vom Turn-Based wegzuwechseln. Aber mal schauen. Das laufe ich ihm zuerst noch einmal nach. Mit Haste kommen wir ja doch ein ganzes Stückel. Bisher Reichweite haben wir wohl. Ah, okay. Das habe ich nämlich befürchtet, deswegen bin ich da nicht direkt aus dem Turn-Based raus, weil da vorne definitiv noch mehr Gegner sein. Ich frage mich halt echt, warum der so weit weggelaufen ist. Hab dem doch nichts getan. Was für ein Movement, hä? Ah, schneller Fuchs halt, ne? Okay, da ist ein ganzer Haufen. Wenn die Amber bis daher geht, kann sie da einen schönen Chain Lightning reinhausen.
Sehr gut. Schön zusammenbleiben, schön zusammenbleiben. Vielleicht wirklich einfach ein Icy Prison. Immune. Achso, weil paralyzed. Wodurch auch immer. Okay, da ist nochmal Suku. Bist du echt schon zu weit gegangen, oder was? Scheinbar. Kann ja mal schießen, die Frau. Make your Ah, doch. peace. Er zeigt es gleich falsch an. Manchmal ist dieser Mauszeiger so komisch falsch. Into the fray. The inheritor, guide my blade. Might as well use it. Okay, ich habe keine Stormbolts mehr. Dann werden wir da jetzt aber einfach einen Summon eindrucken. Keine Boogeyman. Asatas? Jo. Stormbolts, weil sie da so vorhin mittendrin steht. Und dann geht sie außer, sie ist immerhin kein Tank. Chain Lightning. Oder einfach mal einen Feuerball. Feuerball. Nein, Dino down. I will resist. Disappeared. Der war flübrig von dem Viech. Passt. Ah, sie kann sogar nochmal chargen. Let's go. Movement ohne Ende. So, kann man da jetzt auch was Gutes mitmachen, nachdem ich so weit vorgegangen bin. Whale of the Banshee. Ist immer so schwierig, weil der auch die eigenen mittrifft. Er hat noch 800 HP, das heißt, da mit Blindness wird auch nicht viel passieren. Vielleicht einfach Disintegrate. Miss due to concealment. Vielleicht sollte ich zuerst wieder schauen, dass wir den Suku einfach wegkriegen. Oder wir machen eine Rocks. Evades die Effekt schon wieder. Ja, wir werden aber schauen, dass wir die Suku wegmachen. Cover me, all right? So, sie kann natürlich wieder Lay on Hand Self machen. Dafür ist sie ja Pala. Thank you.
kann genauso gut meine Party einmal heilen und danach drucken wir noch ein Negativ. Immerhin ein bisschen Damage. Okay, der Junge mag sich doch einmal wehren. Ich hab schon gedacht, er will jetzt wieder weglaufen anfangen, aber nö. Er tut ja doch einmal. Fails to overcome the spell resistance. Ich hab den noch nicht probiert einschläfern. Vielleicht geht's durch. Nope. Will saving throw succeeded. Dann werden wir sie da ein bisschen seitlich platzieren, falls er wieder mit so einer Breath Attack kommt. Dass er weniger trifft. Desna, guide my hand. War jetzt vielleicht nicht optimal für die Aru, dass der am Boden liegt, aber es war definitiv lustig. Und wir haben ja einen Voltschiff auch noch, der millimäßig auf ihn einstechen kann. Ach, jetzt habe ich den auch geheilt. Böp. Nicht so der Burner-Move. Ja, nachdem da eh nichts weitergeht, mehr Dinge, die auf ihn draufhauen. Ja gut, ich glaub die 60, was wir kalt haben, können wir tolerieren. Das kriegen wir schon wieder easy weggedruckt. Aru. Make your peace. Na, der zäher Hund. Dämon. Ist jetzt nicht per se ein Hund. So, wir haben da Loot gehabt, da haben wir einen Mechanism. Da haben wir noch mehr Loot und dann komischen Schalter. Wenn ich den Schalter betätige, gehen wahrscheinlich die Dinger da ein und es wäre durchaus möglich, dass dann ein Dämon oder irgendwas beschworen wird. Ich will jetzt erst noch mal hinterschauen, weil da haben wir auch noch einen Schalter, wo wir zuerst schon gekämpft haben. Und dann werden wir definitiv zuerst den da einmal. In response to actions, the mechanism next to the lever emits a low, almost apologetic rumbling sound. Sprich, er tut nicht viel. Da kann man sich wohl runter teleportieren. Maybe we do that. Mal schauen, was da unten ist. Zup. Loot. Ein guter Teleport. Wahrscheinlich kein guter Loot, aber ein guter Teleport. Man muss nehmen, was man kriegt. So, zum Beispiel Spells. Was ist denn das? Overwhelming Grief. Copy. Info. You cause a single opponent to become profoundly stricken with intense grief. They can take no actions, they can supernatural armor class and lose their dexterity bonus if any. They can attempt new save each run to break the spell's effect. Affected by target's spell resistance. Ja, der ist aber gar nicht schlecht. Will saving throw. Und was für ein Level war der? 3, glaube ich, oder? Zup. Nö. Was hast denn du? 4. Ah, ich meine, Innovation verwendet er nie. Switchen wir mal durch. Das ist an sich ganz cool. Sie hat da halt Controlled Fireball, da bleiben wir auf jeden Fall bei Controlled Fireball, das passt schon.
Super. So, dann haben wir da einen Hebel. Jo. Godspeed. What the hell? Into the house. Let's go. Der hat einfach ein Haus beschworen. Do not fear. Do not waver. Time to share your treasures. Okay. 3 Dämonen. Sollte jetzt trotzdem nicht das große Problem werden. Ach, ist da vorne noch einer? Hallo! Der Junge hingegen kann gefährlich werden. Lass mich raten, du kommst da nicht durch. Doch, kommst. Ah, hast du noch ein True Seeing drauf? Na. Ah doch. True Seeing. Okay, dann voll auf den. Diese Deep Shadow Jungs, die waren teilweise nämlich echt schon arg uncool. Mit dem will ich mich ehrlich gesagt nicht unnötig rumspülen. Wenn wir den direkt wegkriegen, dann umso besser. Volles Risiko einer und Stormboards. Into the fray. I'm done with you. Gestunt. Sehr schöne Stormbolts waren das. Cover me, alright? Dann stechen wir den ab. Do not hold back. Wenn der Sir da einmal was mit seinem Dolch tötet, hä? Ist ja schon traurig für das Viech dann. Prepare yourself. Loot. A steel bar with a handle at one end and a carving at the other. It must belong to one of the mechanisms. Nice. Nehmen wir mit. Ich glaube, dann können wir das Haus auch wieder verschwinden lassen. The mechanism emits an ear-splitting screech and grants a heart. Something is obstructing the mechanism platform. Okay. Das Haus bleibt also. Let us press on. Und da werden wir jetzt den Hebel brauchen. Und ich schätze, da teleportieren wir uns einfach rauf. We are the light. They are the darkness. Equality breached, error detect and must be eradicated. Dann werden wir euch mal eradicaten, wenn ihr das so gerne hättet. Bin da ja flexibel. Aha, normalerweise kriegt er noch so eine Aktion Stealth. In dem Fall jetzt nicht. Okay, ich kann nur noch eine Quick Action machen. Mir irritiert ist, dass ich da bei die Dinger kein Use Counter mehr dabei habe. Desna, guide my hand. Die Aro ist viel zu extrem, hä? The inheritor. Guide my blade.
Dino könnte definitiv viel brauchen, das arme Ding. Polar Ray, let's go. Sehr schön. Was haltet's ja aus? Easy. Distract them for me. Einmal heilen. Alles ist wieder gut. Dispels. What the hell? Warum haben wir das jetzt dispelled? Das Integrate macht's ja nicht, oder? Irgendein anderer Buff. Make Egal. your peace. Die Jungs waren jetzt nicht so die Herausforderung, muss man sagen. So, Protein Behavior. Minutes from a council meeting. Guided by the purpose of knowing our enemies, a council was formed of 5 axiomites with different specializations and one inevitable to keep a record of the discussion. It was decided to waive Axis' official recommendation to avoid reflecting on the actions of Proteans for the duration of this meeting. The agenda was to discern the impetus of actions by a group of Proteans captured while performing functions of unknown purpose in the proximity of Axis. The Protean activities consisted of 1. Hissing in various pitches. 2. Circular movement of several Protean units around the rock, clockwise and counterclockwise. Rock composition and properties, standard. 3. One of the Protean units struck its head against the rock, followed by the demise of said unit. 4. Another Protean unit struck its head against the rock, followed by the demise of said unit. 5. A third Protean unit struck its head against the rock, and the action was stopped by the capture of the remaining Proteans by dispatched Axis patrol. The Axiomites proposed the following explanations for the Protean behavior. 1. The rock that caused the demise of the 2 Proteans possesses unusual properties. The hypothesis was rejected after a triple analysis of the rock revealed no unusual properties. 2. The Proteans were aiming to distract the patrol from another location where a different group of Proteans was preparing a sabotage operation against Axis. The hypothesis was rejected due to no other Protean incursions to Axis being reported. 3. The Proteans were preparing an unidentified sabotage operation but decided to terminate their existence after the attempt failed. The hypothesis was rejected because attacking a rock with one's head does not appear to be an effective way to terminate one's existence. Ich hab's nie probiert, aber es klingt definitiv so, als gäbe es effizientere Möglichkeiten. Das würde ich definitiv sagen, ja. 4. Exposure to Axis affected the minds of the Proteans, confusing them. The hypothesis was rejected due to the remaining Proteans showing no signs of lunacy. 5. The Proteans were testing the durability of their scars. The hypothesis was rejected due to lack of logic. 6. Lack of logic. 7. Lack of logic. 8. Lack of logic. At this point, the council meeting was adjourned due to one of the Axiomites losing the ability to function and another vanishing without a word. Their current whereabouts unknown. Klingt so, als hätten die da eben auch schon irgendeine Probleme gekriegt. Eventuell hängt es ja mit diesen Anomalien zusammen, ne? So, sonst könnte man sich darauf teleportieren, aber vorher gibt es da noch einen Schalter. Und okay, und da runter kann man sich auch noch teleportieren. Schalter first.
Noch ein Haus. Ah, okay. Da können wir resten und Corruption abbauen. Dann gibt es dann einen tollen Loot. The stove crackles and the aroma of pies brings back memories of a peaceful life. Rest. Of course we will rest here. Hearty meal. Haben wir etwas Besseres gehabt? Die Demon Slayer Soup. Ich glaube, die Demon Slayer Soup ist ganz gut. Machen wir die. Yes, change. Begin resting. Die ein bisschen Corruption ist minimal. Might be trap. Haha! Noch ein paar Zutaten für unsere Kochkünste. Sacred writings of the good gods collected in one book, reproduced with amazing accuracy, they exude an aura of holiness. Tadada! So, dann teleportieren wir uns als nächstes einmal da oben. These magics should be used in other ways. Okay, die Demon Slayer Soup stackt nicht komplett mit dem, was ich habe. Da kann ich mich dann auf auch gleich noch. Gut. Es hat nicht so ausgeschaut, als wäre da oben viel, deswegen habe ich das gleich mal zuerst gemacht. Und jetzt können wir wieder runtergehen. Und noch weiter runter. Noch weiter runter. I stand ready. Das ist doch, glaube ich, so ein Inevitable, der da rumliegt. Auf jeden Fall hat er einen Mechanism Component. Intrinsically shaped metal component. It is probably part of some mechanism. Das arme Ding liegt da so zerstört rum. So, und dann zurück. Da auf. Okay, muss ich wahrscheinlich zuerst daher und dann um. Kann das sein? These magics Ja. should be used in other ways. Nimm mal an, das wird eh wieder... Ah, na, okay, das Haus kann man also wieder despawnen. Nur das andere nicht. Eigenartig. I will see this through. They will break against our resolve. Danger Noodles. Hello. Mal kurz abchecken. Immunities. Late for apologies. Acid. 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 Well then, Am I doing it wrong? burn, I'd say. Ah, da ist ja noch einer. I will resist. Einer weniger. Schön zentral eine. War da hinten gerade noch einer? Mir ist vorkommen.
Was hat den noch einmal gemacht? Grants its Variant Aura, makes all enemies in 30 feet radius suffer -4 penalty on saving throw against fear, compulsion and charm effects. In addition, once per day can make all enemies in a 30 foot radius pass a will saving throw. On fail, they lose their minds, become hostile to others, start attacking targets indiscriminately. Just for fun. Saving throw. Anna hat ihn failed. Oh, okay. Mehr AE-Targets. Der hat jetzt geheilt. Original Calamity has kicked attacks Bismuth with heal. Heals Bismuth 406 hit points. Let's go. So. Ich werde jetzt an einmal auf Weird eine hauen. Gut. Einer weniger. Time to share your treasures. Prepare yourself. The light take you. Haha, ist da oben also doch noch einer. Schauen wir mal, ob wir den finishen. Wir finishen ihn. Retaliation way of den nicht cast non-resistance. The order to stop all resistance fails, it becomes dazed. Will saving throw succeeded. Worth the try. Dann werden wir einfach eine Blasts reinhauen. Ah, zu gut erwischt. Cover me, all right? Desna, guide my hand. Into the fray. Er hat natürlich genau im anderen Eck drüben sein müssen, das ja uncool ist. No glory without risk. Ah. Stabby or zappy? Why not both? Dieses riesige Pendel, was da durch die Gegend zirkte. Wusch. Es ist schon eine coole Area. So, was haben wir da? Bracers of Armor 9. Ich meine, niemand... Oder zieh vielleicht Eldritch Scholar. Grant plus 5 Competence Bonus on Knowledge Arcana and use Magic Device Skill Checks. Das ist basically egal. Da können wir genauso gut die Flawless Bracers of Armor plus 9.
Also grants spell resistance 32. Definitiv. Fertig. Upgrade für unser Amber. Mehr Loot. Oh, da ist jetzt nicht wirklich was drin gewesen. ABC. Ha. ABC. Am riesigen Pendel will jetzt nix sehen. Naja, ich kann mich da jetzt zuerst noch einmal weiter auf teleportieren. Ich muss ja nicht jetzt schon direkt auf den Tasten rumdrücken. Our time has come. Vielleicht kommt der Hinweis ja einfach erst. So, da haben wir noch einmal eine Our Zahl. path leads on. Okay, ich schätze, das wird mir halt jetzt zurückbringen, weil ich vielleicht die letzte Zahl gefunden habe. Wenn ich nicht wüsste, wo ich die dritte dann gehabt hätte. Aber da kann ich ja gleich nochmal die ganze Area absuchen. A, B, C. Ah, okay. Man muss was reintun. Das habe ich eh nicht. Ja dann. Dann ist ja einfach, dann können wir einfach weitergehen. Let us not hesitate. Wobei da vorhin war ich noch nicht. Vielleicht ist es noch nicht das letzte. Aber bei du. Doch, bin ich jetzt wieder ganz am Anfang? Ja, das müsste ganz der Anfang gewesen sein. Das müssen wir auskennen. Aber da ist auf jeden Fall noch irgendeine Area, wo halt fraglich ist, wie man da hinkommt. Gut, da schaut es so aus, als könnte da irgendein Pfad herkommen. Da unten waren wir. Okay, in anderer Sache. Da ist grün und da wo ich stehe ist noch ein... Na, da ist keins. Okay, da ist noch eins. 3, ja. Aber dann fällt mir immer noch eins. Ich wüsste nicht, wo ich sonst noch so ein Teil gehabt habe. Ich bin da rauf. Da war noch so ein Haus.
Das ist das Haus, das näher mal weggegangen ist. Da ist ein Pfad. Aber der ist versperrt im Grunde genommen, so wie es ausschaut. Und da ist es zum Zahlen eintippen. Wir haben 6, 9 und 3. I will see this through. Und ich habe auch immer noch dieses eine Bauteil, um was zu reparieren. Deswegen bin ich jetzt einmal daher in der Hoffnung, weil da alles funkt, Let us press dass on. man was reparieren kann, aber nö. Da gibt es halt da diesen einen Hebel, der einfach nur deaktiviert und deaktiviert. Das kann jetzt sein pure Show sein oder einen größeren Effekt haben, von dem wir noch nichts wissen. Our time has come. These magics should be used in other ways. Our path leads on. Neun, 6, 3. Die Frage ist halt da die Position. Die andere Richtung war schneller gewesen. I will guide us. Ich glaube, da wie wild rumdrucken hilft niemandem. So, genau, dann bin ich letztes Mal da oben auf. Das werden wir wohl jetzt einfach noch einmal machen. Ich werde einfach noch einmal den Weg ablatschen und schauen, was wir wo vielleicht übersehen haben. Zup, zup. Okay, ich schätze nicht, dass man sich I will not falter. darauf teleportiert. Nee. Bin jetzt außerdem gespannt, ich gehe jetzt einmal absichtlich nur Godspeed. mit dem Server. War ich da unten? Ja, da war nur Loot. Mann, nur. Da war Loot.
Eben da sind auch so Platten, die da noch ausschauen, als könnten sie geschwenkt werden. Ah, okay, wenn genug Abstand da ist, teleportiert sich der Gute tatsächlich allein. Das wollen wir dann ehrlich gesagt lieber nicht. Sonst stehe ich plötzlich allein vor einer Dämonenhorde. Let us not hesitate. So, kommt jetzt der Rest noch. Sind das alle? Jo, sind alle. Haus. Haus. Genau, dann bin ich da oben, hab das angezeigt geholt. Ich war da beim Loot. I will see this through. Ich komme da auf. Da ist dann das ABC-Zeugs. Aber dafür fallen mir die entsprechenden Items. Was bedeutet, ich bin da weiter. I stand ready. Hätte ich vielleicht einfach da runter müssen, aber es schaut mir nicht so aus, als würde sich das ausgehen. So weit ist die Range von dem Teleport nicht. These magics should be used in other ways. Genau, this magic should be used in other ways. Von dem her haben wir das genommen. Und dann We march ahead. war ich wahrscheinlich da noch nicht. Und bin früher einfach nur die falsche Richtung gegangen. Okay, ja. Ja, ich glaube, dort dürfte ich noch nicht gewesen sein. Let us not hesitate. Our path leads on. Da waren wir noch nicht. Wenn da ein Ranger-Nudel ist, dann können wir da nicht gewesen sein. So, Watch and Learn. Ja, was ich von dir auf jeden Fall erwarte, ist mehr Sinn in diesem Spellbook. Er hat sogar Mirror Image. Okay. Haste. Our time has come. Oh, yes, what? Schön ein paar erwischt mit den Steinen. Boah, das sind aber einige Danger-Noodles. Das ist eine ordentliche Party. Ich gehe da jetzt voll mittig rein, damit ich möglichst viele erwische. Kennt mir selber aber Safety First so ein Edict of Invul geben? Das habe ich doch, glaube ich, oder? Impenetrable Fortress. Gegen Physical Damage.
Bam. Können sie mich zumindest nicht tot beißen? Das ist echt eine ganze Nudelfabrik da, hä? Chain Lightning in solchen Situationen ist einfach viel zu cool, als dass man nicht einsetzen würde. Light Aura. Wie sie in Original direkt beißen. Immun, ihr Knubs. Stormbolts? Yeah, Stormbolts. Stormbolts sind cool, mach mal Stormbolts. Was haben wir da? Covenant of the Inheritor. The symbol of Iomedae, when placed on the belt, emits a holy aura. All party members for the Federa get +2 bonus to caster checks made to overcome spell resistance. The weapon become gauntlet and count as if they're made of cold iron. Warum war das nicht aktiv? Muss sie das aktiv schalten? Ja, das sollte man vielleicht aktiv schalten. Distract them for me. So. Sie hat leider kein Weird ready. Es war jetzt all lustig, da in die ganze Menge eine zu casten. So werden wir einfach mal Icy Prism. Wenn wir ein paar erwischen, ist es gut. Und die Aro kann schon einmal da die äußere Flanke angehen, wo die AEs von den Caster nicht hingehen. Sir, der best Tank ever, kriegt Zero Damage. Ach, die Mobs. The Inheritor, guide my blade. Okay, dieses Leuchte-Ei da können wir dann vielleicht gebrauchen. Bin schon gespannt. Dann geht der Wohlchief da vor. Kann er da drauf stechen. Und mit den Caster werden wir die Seiten angehen, wo noch 4 herumstehen. Ich würde sagen Feuerball. Okay, die Aro beschließt alle aber die Seiten zu machen, wo noch mehr sein. Into the fray. Könnten noch mal Stormbolts machen, wenn ich sie gerade ready habe. Cover me, all right? Die haben wir sind ja schon fast laut und die kommen nicht zu nix, hä? Und finishen bitte. Sehr schön. Paying no heed to the danger, driven only by the desire to uncover the truth, the access explores the other side of Threshold.
There, he meets the Proteans. But what does the Axis know of Proteans? Can he tell what the Proteans are doing here? Succeeded at knowledge word check. You recall that Proteans are snake-like creatures, the primordial inhabitants of the Maelstrom, the plane of absolute chaos. Their actions defy logic. I know that Proteans are creatures of absolute chaos. Their actions cannot be explained. Proteans are creatures of absolute chaos. Their actions defy the logic of the average person. It is theorized that Proteans' actions are driven exclusively by transient impulses and momentary desires. You just described yourself! True, true. You and these Proteans have a lot in common, you know. A ludicrous accusation. There's always logic to my actions. It's simply that to understand it, you must be of above average intelligence. Is there any logic to the Proteans? Is there any logic to creatures that defy logic? The voice is overtaken by a fit of laughter that cuts off as quickly as it begins. Can a creature defy logic but do something that has a logical explanation? But what if the Proteans are not banging their heads against the stone walls of this cursed world for no reason? This is what the Axis ponders as he examines the keystone, which the Proteans so eagerly smashed with their skulls. Perhaps if the Axis takes a run up and bashes his head on the keystone in this room, he will discover some secret knowledge. A truth that explains everything. What? Are you seriously telling me to bang my head against a rock? The voice only laughs in response. Was haben wir da? There's no way I'm doing that. Chaotic. Run up to the stone and bash your head against it. Fine. Requires Eon Mythic Path. Wield your Mythic Power against the Keystone. I have a better idea. Natürlich nehmen wir Eon Mythic Path. So lustig es ist, seinen Kopf einfach gegen den Stein zu dreschen. Requires Eon Mythic Path. Wield your Mythic Powers against the Keystone. I have a better idea. The room shakes from the impact. The keystone explodes into tiny fragments as though it had been struck by an invisible hammer. The vibration spreads to the floor and walls. You see cracks already beginning to snake across them. Watch and learn. Bin jetzt wieder draußen? Oh, da war doch noch Stuff drinnen! What is happening? Es schaut nicht so aus, als hätte die Welt gerade stabiler gemacht. Teufel. Okay. What? Was war denn? Hä? Serda schwebt komisch nach vorne. Long and thorny has been the excess's path, but still it has led him to Silmeshnik. Now is the time to prostrate yourself in a show of servility. Schlange hat da eine komische Krone auf. Ich glaube, es war keine gute Idee, da die Mythic Power einzusetzen. Do you understand what you have just seen? Does the excess understand? Does his mind even have the capacity to understand? Does ours?
I think I'm beginning to understand. This world is not the Galarian you have come to know so well. This is just a simulacrum of Galarian on Axis. So thoughtfully created by Volmalos, just for you. This is an atemporal prison for dangerous criminals who have flouted the laws of sorcery, and it is also a repository Of magical artifacts, whose mere existence could tear apart the universe. It's the most dangerous noodle. Maybe. Mal schauen. Und einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir, Cybertomi. Ich hoffe, du hattest einen angenehmen Tag. You are one such artifact. You are the excess mythic power that Volmalos extracted from the commander of the Fifth Crusade just before his decisive battle in Threshold. You are an artificial creation. A magical golem. Living the life of another. Okay, also wenn die Schlange die Wahrheit sagt, ist das crazy, was da passiert? Dig around in that person's memories, Excess. Do you remember the Grey Garrison? Do you recall the power that gripped the then future commander? And where that power went after? It waned and vanished, dissipating like mist before the dawn. Old Volmalos took it from the commander at Threshold. Plucked it right out of time so that even the memory of its existence ceased to exist. Why so quiet, Excess? Has our revelation shocked you that much? Lose your mind if you wish, but don't even think of dying from shock. I need you alive. Tag war fein und deiner? Meiner war eigentlich auch fein. Ja, doch. Gestern ist mit der Abholung des Mülls, der Frühjahrsputz in der Firma erst einmal fast zu Ende gegangen. Jetzt sind intern noch ein paar. Man räumt dies dorthin, das dorthin. Man schafft noch ein bisschen Ordnung, aber im Großen und Ganzen gehen wir jetzt dann, glaube ich, wieder in Normalbetrieb über und ja. Es hat doch auch was. Vor allem die ganze Schlepperei von Kartons bin ich nicht unbedingt gewohnt. Ist mit der Zeit doch etwas anstrengend, muss ich sagen. Körperliche Arbeit, wer will das heutzutage noch tun? So, was haben wir da? But I don't feel like I'm anybody else. I'm Sturda, Commander of the Fifth Crusade. Und der Firmenwagen ist gestern geliefert worden. Der neue. Sieht schick aus. So, ich würde sagen, I sensed that something wasn't quite right, weil es war definitiv alles schon sehr verwirrend. How does it feel, Excess? How does it feel to find out that you're an artificial creation? No need to answer. Your silence tells me all I wish to know. What do your companions make of this? After all, they are an extension of your power. Entities born of the magic and memories of the commander. It's no use, Chief. Volchiv is furiously pinching his hand, which is already turning red. He looks up to you in bewilderment and shrugs. It's no use, Chief. The assertion of my magical origin is debatable and requires immediate investigation. Hands in the right place. Number of fingers corresponding to the norm. Leg length is unchanged. No lice. Ouch. She puts her hand in her mouth and bites down. Result. The assertion of my magical origin remains in dispute. Danke für deine Analyse, Nenio. I want to say that the snake is lying to us, but I can't do it. I don't sense any particular evil from them. Does that mean all this is true? Oh, Seela, you idiot. What have you gotten yourself mixed up in this time? How is this possible? But I haven't changed at all. I
breathe, I live, I feel. I didn't understand anything you just said. How am I not myself? But I don't need to understand it. I trust you. You won't do anything bad to me. Ask your questions, Exis. Let's chat a while. It has been so long since we last talked to anyone. Our Protean servants aren't the best conversationalists. Das da requires Swarmific Path ist. Kannst du das Viech einfach auffressen oder was? Oh mein Gott. Übrigens zu deiner Frage, ob Riesenratten in Elden Ring das Spiel für mich nun wesentlich interessanter machen. Nein. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich mir davor 100%ig sicher war, dass es Riesenratten gibt. Das überrascht mich jetzt aber nicht. Ich werde es irgendwann spielen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich alle Bosse in Elden Ring mache, tendiert sehr Richtung 0%. Minimal höher, aber es ist äußerst unwahrscheinlich. Ich weiß wohl, dass du es nicht wirklich ernst meinst. Aber wir werden es irgendwann spielen. Aber halt ziemlich sicher nicht alle Bosse. So, was haben wir da jetzt an? Explain to me again how I became this access. Don't skip over any details. I am an Eon. Why are you helping me? Aren't Proteans the enemies of Eons? What do you want from me? I want to know more about you. Reach for a weapon. You deserve death. Oder I have to go. Fangen wir noch einmal von vorne an. Explain to me again how I become this access. Don't skip over any details. Volmalos is a primordial inevitable. The guardian of magic. A mechanical eon created by the axiomites of Axis. He only interferes in mortals' affairs when there is a magical threat against the world order. And remarkably dull work it is too. Heuschreckler hat gesagt, wenn ein Spiel für die Switch geben sollte, wird er es spielen. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass es das für die Switch geben wird, aber man sagt niemals nie. What the hell? Man muss mal kurz nebenbei was nachschauen. What the hell? Es gibt ja auch DS für die Switch, aber Dark Souls ist wesentlich älter von der benötigten Performance her. Meine CPU behauptet, sie ist komplett ausgelastet. Why? Auf der anderen Seite performt der PC normal, also. Einfach ignorieren? Probably. Na, das Thema mit nicht alle Bosse, ich hab mir ja schon gespoilert, Elden Ring. Also ich hab diverse Bosse angeschaut, auf YouTube einfach halt nur die einzelnen Bosse, ich hab ein bisschen Speedrun geschaut. Ich hab Meinungen von, sag ich mal, diversen Leuten so dazu gehört. Und da sind halt auch eben die Meinungen von Speed- und Challenge-Runnern dabei. Und also es gibt, sag ich einmal, drei Bosse, wo ich einfach sage, dass von denen ich weiß, dass ich sie mir wahrscheinlich nicht in dem Amount antun will, bis ich sie tot habe. Außer ich spule extra irgendein cheesy Bild, wo man sie wegschießen kann. Und das fühlt sich dann halt irgendwie so an, ja, ich mache jetzt den Bild, weil ich weiß, dass es zum Schießen geht und dann schießt mir das ganze Game durch. Das ist halt auch irgendwo I don't know. Das ist halt das Problem. Aber also in einem normalen Playstyle, der mich interessieren wird, was halt eben wahrscheinlich irgendwie schnelle
schnelle Weapons, also Agi-mäßig, Melee ist, habe ich halt auf jeden Fall 3 Bosse gesehen, die was sie mir sicher nicht in dem Amount antun will, bis ich sie tot kriege. Und wo auch die Meinung von solchen Personen ist, Speedrunner, Challenger, vor allem bei einem zum Beispiel, dass es einfach nur, also dass der Boss wirklich ein bisschen absurd ist. Definitiv nicht balanced. Aber okay. When the commander acquired mythic power in the Grey Garrison, old Valmalos began quaking in his boots. And as the commander developed his power, Volmalos's fear turned to outright panic. Aha. Just before the decisive battle between the commander and Aridu Vorlesh, Volmalos finally decided to intervene. He carved up the commander's mythic power into the sanctioned portion and the excess. The former set off to face Orilu. But the latter. The second ended up here, embodied in the form of a magical golem along with its Companions, who are essentially an extension of itself. Are you angry, Excess? Nö. We would be angry in your position. We would want to launch ourselves at Valmalos, rip his glowing heart from his chest, and squeeze it in our fist until it was extinguished. Aber warum wird der Heuschrecklich Elden Ring spielen, aber nicht Dark Souls? Also das verstehe ich irgendwie nicht. Was macht Elden Ring so viel spielbarer als Dark Souls? Für ihn. Also mit irgendwie, ich weiß nicht, meinst du, du hast da Dinge gesehen, wo du dir so denkst, eher nicht so deins, also eher meh. Also es gibt so, dieses gesamte Open-World-Konstrukt mit rumlaufen und dann hier und da irgendwie was machen, sagt mir generell auch nicht besonders zu, muss ich ganz ehrlich sagen, aber da kann ich drüber hinwegsehen, das kann man schon einmal machen. Aber was ich so gesehen habe, wenn ich mir halt eben diverse Runs angeschaut habe oder wie andere Leute spielen und wie man dann halt eben zu einem Boss kommt und so weiter, für mich schaut es ein bisschen aus, als wäre es so ein Game, um halt die Souls-Spieler einfach noch einmal so, wir bauen ein Spiel, da tun wir dazwischen ein bisschen, kannst rumrennen und Sachen finden, so ein bisschen Exploration und dann spread man durchs ganze Game halt einen Haufen Bosse, die ihr machen könnt. Also mehr, ich schätze, da wird schon eine Story dazu sein. Mit der Story habe ich mich praktisch nicht befasst. Aber wenn ich halt sehe, wie sich Elden Ring spielt, wie man sich durch die Welt bewegt und wo man dann teilweise halt einfach irgendwo halt sich in eine Area teleportiert und der Boss auftaucht, fühlt sich's für mich halt trotzdem so ein bisschen noch so an. Da haben wir eine coole Boss-Idee gehabt, die können wir jetzt nicht irgendwie einbauen, also klatschen wir sie einfach rein und machen ein Boss-Best-of-Game. So fühlt sich für mich Elden Ring, wenn ich es zuschaue, an so. Das ist einfach nur ein Game, um ein Boss-Best-of für Souls-Fans zu kreieren. Maybe I'm wrong, I don't know. So that means Valmos weakened the commander right before the final battle? That is precisely what it means. The cheek of him. How do you know so much about me? This world is yours, created for you by access from your false memories. We have had time to study you. You might even say that we are your best friends now. Da gibt es Gegner aus Dogos und die schauen halt aus wie Hunde, viel zu rar und die muss man bekämpfen, viel zu tragisch. Sie sind weiß und flauschig und cute. Also Hunde in Bloodborne sind okay, weil das alles Nightmare ist, oder was? I'm an Eon, why are you helping me? Aren't Proteans the enemies of Eons?
You are not a true Eon. You are merely the power of one. You are a weapon that Valmalos tried to hide from the universe. But we have found you, and we plan to drive you through his heart. What do you want from me? We want to help you get out of here, to restore cosmic justice. This is no way to treat living creatures, is it? Stealing their mythic power? Genau. Valmalos should be punished. Your fate does not worry us, Excess. Simply reach the door leading out of this prison, break it down, and go wherever you please. And we will be straight through that door after you. Also, ich glaube ja nicht, dass dieses nette Schlangenwesen wirklich einfach gute Intentions hat, aber so ganz sagen tun sie das ja eh nicht. So, ja, Fate does not worry us, geben sie eh irgendwo zu. Ist halt jetzt ich bin gewissermaßen ein Ion, aber ja, dass dieser Valmalos da mich einfach so, meine eigentliche Form einfach so schwächt, happy drüber bin ich auch nicht. Will ihn deswegen jetzt gleich umbringen? I don't know. The keystone of the prison has been smashed to pieces. This little world has cracked, and all it needs is one good gust of wind to bring it all tumbling down. You saw it yourself. Your mythic allies have appeared in the false threshold, even those the commander never met in his timeline. What? Help topple this world, Excess. Talk to the creatures from your false memory. Pile even more paradoxes on top of their useless existence. Break them, so that the world begins to consider them anomalies. We dispatched our Protean servants to seek out the other keystones of this world. I instructed them to destroy the stones to disrupt the Order of Axis. But it seems our servants are not strong enough. You must find the stones and destroy them. I will teach you how to see them. A haze momentary descends over your vision. Fanservice Game ist übrigens echt ein gutes Wort. Fanservice Game, das ist das Feeling, was ich beim Zuschauen kriege, ja. What did you do to me? We gave you our gift, of course. Now you see what Proteans see. You can detect anomalies and find the keystones that hold this world together. You will like our gift. Will Protean see me as an ally now? Unlikely. Proteans do not recognize alliances with other life forms. They rarely get along even with their own kind. We are a pleasant exception. How did you end up in this prison? Valmalos, that useless mound of metal, captured us in a moment of weakness decades ago. We despise him so. We will claw at his face. We will tear at him until he loses that air of arrogance. Why not hate him together? We are captives in this prison just like you, Excess. Our cage is right next to yours. We cannot escape to the outside, but we were able to enter your world. Now we are tearing it apart, populating it with anomalies and creating paradoxes, so that you can get out and open the way for us as well. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Why do you need my help? Why can't you escape on your own? Do you think we haven't tried? What do you think we've been doing all these years, Excess? We haven't even managed to find a keystone in our prison. The arrival of your world next to ours is the chance we've long been waiting for. What will happen to me once I leave this prison? You will return to Threshold, to the moment when Valmalos divided you and the Commander. You will merge with his mythic power and cease to exist. Isn't that what you want? But perhaps you do not want to cease to exist. You may have been created by magic, but you are a living thing. You feel the cold. You feel hunger.
You feel pain when you're wounded. We have the power to help you, Excess. We can see to it that when you rejoin the Commander, your consciousness will replace his. No one will notice the switch. Open the way out of Threshold, and we will do this for you. Aber das geht ja dann. Warum bin ich jetzt ein Mehrwert als der Commander? Wenn ich doch der Commander bin? What the... Ich kann auf jeden Fall nicht sagen, dass ich dem Viech wirklich vertraue. Es redet großteils nett. Es redet aber wenigstens ehrlich. Es versucht nicht, sich so darzustellen, als wäre ja nur unser Bestes in seinem Sinn. Es gibt offen und ehrlich zu, dass es selber abhauen will. Was wahrscheinlich nicht die beste Idee ist, das Viech abhauen zu lassen. Ancient Noodle use confusion, it's very effective again. Ich versetze mich doch halt gerade irgendwie, also ich versuche mich in diese absurde Lage zu versetzen, mir selbst vorzustellen, mich selbst zu ersetzen. Und ich bin ja gleich viel wert wie ich. I'll get out of this prison without your help. We don't care how you break out of here, Excess. But when you escape and break down that door to Galarian, We won't be far behind. I want to know more about you. we will satisfy your curiosity. Who are you? We are primordial Proteans, demigods of the Maelstrom, a plane on the edge of the universe. You could say that our power is comparable to that of the Demon Lords. Oof, Zeng used confusion on himself. It was kind of effective. Yeah, kind of. Das ist alles sehr schräg. We are Silmeshnik, the colorless lord, chaos, freedom, fate, paradox. These are our spheres of interest. We are welcome in the halls of Pharasma, and the Lady of Graves heeds our counsel when passing judgment on the souls of the dead. Ey, ich bin vor Pharasma gestanden, die hab ich nicht gesehen. Are you mesmerized by our success? Nö. Oh, that crown they've got is mesmerizing, all right. Not too sure about them. Irgendeine Energiekrone, die kannst eh nicht klauen, Woldschiff. You speak in different voices. Sometimes male, sometimes female. Why choose a single gender when we can be one? Or the other, whenever we please. Consistency is boring. Das unterschreibe ich 100%. Die ganze Aussage unterschreibe ich zu 100%. Tell me about the Maelstrom. It is chaos, in its purest, most uncontrolled form. It is the ocean that washes against the shores of the other planes. It is infinite possibilities It is both a cradle of creation. and a force of entropy. The Maelstrom is my home. It is the womb that once gave birth to me. Just imagine. Imagine living inside the womb that gave birth to you. It will also become my tomb. The Maelstrom is my home. It is the womb that once gave birth to me.
Just imagine living inside the womb that gave birth to you. Heißt es, er ist wieder zurück rein, nachdem er geboren wurde? Oder ist er nie raus? Aber wenn er nie raus ist, wann ist er dann geboren worden? Tell me about Access. Access is nothing but rules and laws that stifle. Free will. It is order that exists only for its own sake. It is an immovable rock blocking the path to inspiration. Access is my enemy and my prison. I will claw at its walls, grind them to dust, to dirt, to ash, and will wipe it out of existence. Or it will do the same to me. I've heard enough. It has been a pleasure to speak common with someone. Also auch wenn mir dieses Wesen Infos gegeben hat, von denen ich jetzt mal ausgehe, dass sie stimmen, im Herzen bin ich ein Ion und als Ion muss ich gegen das Chaos stehen und das Wesen ist pures Chaos. Von dem her, you deserve death. We're simply wasting our time with you. Watch out. Und da haut's ab. Okay, da geht's zurück nach Threshold. Aber ich bin ja da herin noch nicht fertig. Der Unveiler. This ring of protection plus 7 grants its wearer plus 10 bonus on saving throw against illusions, cure spells. Also grants plus 2 instant bonus to AC against anomalies. Kann der Wohlschiff anlegen. Warum hat keiner Hasting Expanse an? Dann sollte es doch du anhaben. Ich glaube es auch, dass es keine gute Idee wäre, einen Mythic Pass einzusetzen, wie es da ausschaut. Noch instabiler als vorher. Ich beruhige mich mal mit dem Gedanken, dass sie wahrscheinlich ohnehin keine andere Möglichkeit gehabt hätte. Behaupte ich jetzt mal. So, da herinnen gibt es noch Zeug. Was mir jetzt eigentlich nur übrig bleibt. Wobei, na, da unten war ich noch nicht. Da liegen zwar Leichen, aber... Oder bin ich von da gekommen? Zap. Zap, ich bin von da gekommen. Aber da unten war ich nicht. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Da sind Leichen. I will see this through. I stand ready. These magics should be used in other ways. These magics should be used in other ways. These magics should be used in other ways. Ja, in what ways? Es ist ein Teleport-Magic. Lass mich teleportieren. Modus of the Subconscious Inevitable Manual. Wo haben wir das hingetan? Date. The modus of the subconscious is means of interacting with the operator's memory. The mechanism selects the most significant moments from the user's subconscious, allowing them to record the smallest details of the event. Key plates are required to launch the mechanism. They must be placed in the corresponding slots.
The harmony of the alphabet and number system should be considered during key placement. Attention! Use of the modus of the subconscious mechanism is permitted only with Valmona's personal approval. Alert! The axiom is in doubt. The error must be eliminated. Alert! The roots of the equation are now fractional. The error must be eliminated. Alert! Golem coding breach. The error must be eradicated. Okay, ich würde sagen, wir haben in der Area uns gerade noch ein bisschen mehr Arbeit geschaffen. Let us not hesitate. These magics should be used in other ways. Together we stand. Die Leuchterdinger waren aber vorher... Achso, doch, die waren, glaube ich, am Anfang schon da. Weil da sind wir jetzt ja wieder zurück am Anfang. Soll sich nur wer auskennen in der Area, hä? Our time has come. I will guide us. I stand ready. These magics should be used in other ways. Do not waver! Hey Jungs, bin eigentlich von Make your peace. eurer Fraktion, aber ihr seid irgendwie so aggressiv. Stab you or zap you? Why not both? Aber wir werden uns schon irgendwie einigen. Wahrscheinlich nicht zu euren Gunsten. Aber man kann ja nicht alles haben. The light take you! The inheritor, guide my blade! Wohl, Chief, durchhalten. Retreat. No. Damn it. Okay, so, können wir gegen den da hinten irgendwas tun? Ihr könnt den Blast draufhauen, vielleicht haut ihn das um. Nö, es hat ihn nicht umgehauen. Ich sage jetzt nicht, dass der mir jetzt den Voltschiff tot haut. Aber er ist scheinbar zumindest weit genug hintergedruckt worden. Und die Aru wird jetzt eh clearen, oder? I will resist. I always did what was Aru cleared. before I became righteous. Whatever I do now becomes right because I am righteous. Keyplate 1. Skimmiters. Full plate. Okay, der Rest ist eher Trash. Reinforce Reality oder Tear Reality? Reinforce Reality. Das ist natürlich fies, weil jetzt hast du im Main Game schon so viele Möglichkeiten, wie du es spielst. Und jetzt kriegst du da auch noch so, ja, du kannst entweder Let us not hesitate. das alles endgültig ins Chaos stürzen oder schauen, dass du es wieder auf Grad birgst. Choices, Choices. Ich meine, nachdem ich Ion bin, wäre es definitiv schon, dass ich es Grad birgen kann. Aber fies ist es schon. Godspeed. Wir hatten Zeit, das alles noch einmal zu spielen und dann die Alternative. Wobei, was ich natürlich sagen muss,
der Joe hat ja von Anfang... Was ist die Realität da überhaupt? Das ist alles so verwirrend. Jetzt ist natürlich die nächste Frage, so weil im Endeffekt der Vermenos oder wie er heißt, hat ja gesagt, dass da überall diese Anomalien auftreten. Aber wirken sich die Anomalien jetzt nur aufs Gefängnis aus? Oder übertragen sie sich auch weiter nach Golarion? Weil im Endeffekt hat er mir beauftragt, mein eigenes Gefängnis zu reparieren, obwohl ich nicht einmal weiß, dass ich in einem Gefängnis bin und sein Gefangener bin. Das ist eigentlich voll fies von ihm gewesen. Was ich davor sagen wollte, der Joe hat ja von Anfang an für diesen Trickster-Run geroutet, was ja Chaos wäre. Und das wird natürlich da, denke ich, auch ganz gut halt in den DLC passen, ne? Machen wir einfach großes Feuer in die Mitte. Und mit der Nenio machen wir... Machen wir auch großes Feuer in die Mitte. Desna, guide my hand. Healing is what I was made for. Genau, schön näher rankommen, dass man echt dann easy abstechen kann. Time to share your treasures. No glory without risk. Hey, ich hab Stormbolts geklickt, warum ist nichts passiert? What the hell? Fies? Strike as one. War echt fies. Ich glaube, dass Trickster generell sehr lustig sein könnte. Also nicht nur da herin. Fails to overcome spell resistance. Ist ja wurscht, machen wir da einfach einen Blast auf. Den Spell hätte ich viel früher mehr einsetzen müssen, diesen Battering Blast. Das ist voll der Early Game Spell. Ich glaube Stufe 3. 3 ist er, ja. Der ist aber so cool. Also ich meine, der wird sicher später im Game besser, weil du einfach mehr Blasts kriegst auf Level 5 Caster Levels you process beyond the 5th you gain an additional ball of force. Aber der macht halt echt gut Damage eigentlich und hat noch diesen Knockback dabei. Das ist voll der nice Spell. Okay, Aru braucht dann Heal. Please help me. Make your peace. Cover me, all right? The inheritor, guide my blade. I will see this through. So, Soot is restless. einmal Heal. Sehr schön. Da haben wir wahrscheinlich wieder ziemlich den gleichen Trash-Loot, außer dass wir neue Keyblade kriegen, aber der Rest ist dann eher Trash vor Sevendor. Für den nächsten Run irgendwann kannst du ja schon aus mit den Spells, dann kannst du öfter einsetzen. Let us press on. Ja, für den nächsten Run, wenn man ihn denn irgendwann macht, will ich mich generell mit ein paar Mechanics vom Game von Anfang an besser auseinandersetzen. Eben auch dieses Meta-Magic-System. I stand ready.
Aber es ist halt auch wirklich einfach, ich sage jetzt nicht, dass ich nicht mit Rollenspielen oder Dungeons and Dragons noch nie zum Tun gehabt hätte. Also Dungeons and Dragons halt auch nur in PC-Form und Pathfinder ist ja wieder ein bisschen anders. Aber es kommen schon ziemlich viele Sachen auf an zu. Meta Magic zeige dir dann nach dem Combat kurz, zumindest soweit ich es sagen kann. Hey, what the hell? Da haben wir wohl Chief. Oh, der Bismut ist verwandelt worden. Okay, der Wohlchief braucht auf jeden Fall dringend Heal. Ist der down? So richtig? Müssen wir den so mit Breath of Life zurückholen? Tada! Willkommen zurück bei den Lebenden. Mir ist das jetzt wurscht, deaktiviert jetzt einmal alle. I will resist. Your struggles end here. Gut, dann charge zieh da eine und druck dem gleich mal was drauf. Da hinten sind noch einmal 1, 2, 3. Arcane Blaster, Blaster und der Marksman. Der Marksman macht mir eigentlich am meisten Sorgen. Vielleicht können wir ihn einschläfern. Immune. Uncool. Magst du aufstehen? Sehr gut. Und dann castest du am besten Invis drauf. Vielleicht hilft es. Ist immune. Okay, die scheinen gegen so geistige Spells eher immun zu sein. Dann hauen wir es in einer Icy Prison drauf. Das scheint ganz gut funktioniert zu haben, wenn ich mir das anschaue. Ist nämlich der gestunt und der nächste, der dran kommt, auch noch gestunt. Achso, er hat kein Melee-Weapon, er kann momentan nur süß ausschauen. Oh, da hinten ist auch noch ein Marksman. Goddammit, warum habt ihr ständig gegen einen Wohlchief? Okay. Ihr wollt ja nett sein. Aber es gibt Grenzen. Wenn ihr da ständig meinen Wohlchief niederschießt, ich kann auch böse werden. Dann kommen halt die Golems raus. Stab you or zap you? Why not both? Ich bin noch nicht massiv böse auf die Gegner, weil sonst hätten wir eh schon den Ember Cheese aktiviert. Aber so böse war ich noch nicht. Ja, Bismut kann nicht viel tun. Okay, jetzt geht er auf die Sealer los, aber der ist wenigstens Tank, die ist dafür gebaut. Ich geh nicht mehr Bade, zum Fokusfeuer machen.
Sehr unhöflich. Boom. Boom. Sage die Golems. So. Meta Magic. Ja genau, es wird da unten angezeigt. Ich habe keine Meta Magic Feeds, also ich kann es nicht einsetzen. Meta Magic ist aber im Grunde genommen etwas, wo du Spells dahingehend verändern kannst, dass du einen Spell hernimmst, den dann mit diesem Meta Magic bearbeitest und er dann zum Beispiel halt immer mit maximaler Stärke ausgeht oder halt als Instant Cast rausgeht, aber dafür zählt er als Spell an einer höheren Stufe. Wenn es eigentlich eine 3er ist, ist es dann eine 5 oder so irgendwie. So weit habe ich es bisher verstanden. Ich habe mich eben noch nicht damit auseinandergesetzt, deswegen kann ich es nicht ganz sicher sagen. Aber so habe ich es verstanden, dass man eben halt Spells dahingehend modifiziert, dass sie schneller gecastet werden können, immer Max Damage machen oder dergleichen und dafür halt dann statt einem 5er Spell einen 6er braucht. Irgend so wie. So. Wir haben jetzt kann ja so irgendwie rummixen und halt den Effekt verändern. Gewissermaßen ist das Wort Alchemie wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. So, Keyblade 1, Keyblade 1-0, Keyblade 1-1. Wobei, wenn man anschaut, sind römische Ziffern drauf, also 1, 10 und 11. Safety Safe. A. A ist eindeutig 1-0. B kann demnach nur die 11 sein, weil wie sollte es sonst sein? Und dann bleibt ja nur mehr der Answer übrig. Nein? Scheinbar nicht. Also der Klassiker. Wenn das B ist, 1-0, A1. Wirklich? The mechanism it's an ear screeching speech grinds to a halt. Something is obstructing the mechanism platform. Jetzt sind sie weg. Habe ich es jetzt richtig gemacht oder falsch? Das ist die Frage. Seien sie jetzt verschwunden, weil ich sie falsch drin gehabt? Aber zu dem Zeitpunkt ist der Hebel noch nicht aktiv. Okay, so, ich habe
das gemacht. Nur, dass es diesmal der erste Versuch ist. Weil das letzte Mal war es der zweite Versuch. Darf vielleicht keiner drüben stehen einfach? Ah, es ist einfach nur, weil jemand drauf gestanden ist. The mechanism rendering of the Wardstone is remarkably detailed. The sight of it stirs the memory of your first encounter with your mythic powers. Heißt... You're a good person. I like you. I will prove my Ask worth. nicely. Together we stand. I will not falter. Warte mal, ich hab da irgendwas, um diese Verzauberung aufzuheben. Na? Mit True Form geht's nicht. Was hast denn du abgekriegt? Baleful Polymorph. Can be removed by remove curse. Das habe ich glaube ich auch. Ja, remove curse. Fails to dispel. Okay. Make things right. Da ist Dino wieder. Dino ist zurück. I stand ready. Ja. Hä? The mechanism rendering of the Wardstone is remarkably detailed. The sight of it stirs the powers of your first encounter with your mythic powers. Ja, okay, aber This through. was hilft mir das jetzt? Jetzt steht da ein riesiger Wardstone rum, aber was ändert denn das? Let us not hesitate. Da war ja glaube ich nur das Haus, wo man resten hat können, oder? Ja genau, das war das Haus, wo man sich ausrasten hat können. Da ist das andere Haus.
So, und von denen habe ich auch immer noch nur 3. Weil es gibt ja immer noch das Rätsel da. Ich werde mal kurz Google befragen. 369 waren Zahlen, oder? Ja. Gut, ich glaube, da gibt es noch nicht Clock Puzzle. Aha. Es gibt nur ein 4. Portal. Lurk, einen schönen guten Abend, Joe. Vielen Dank für deinen Lurk. Es gibt nur ein 4. Portal. Ich schreibe mal die Reihenfolge jetzt außer, weil ich sie da eh schon stehen gehabt habe. Copy, Paste. Es gibt nämlich noch ein zweites Rätsel, aber eben da haben wir die 3. Da haben wir die 9. Da haben wir die 6. Aber es muss noch irgendwo eines geben. Ans fällt mir tatsächlich. Und ja, da ist zum Beispiel noch ein Pfad offen. Kann ich mich da teleportieren? Maybe. Das könnte sein. Dass ich so blind war. Together we stand. I sense something. I'm here. Where else would I be? Watch Edward. Just don't blame me. Fails to disarm the trap and accidentally triggers it. Weird. Okay, aber alle immun dagegen. Ion und so, ne? Something is not right here. How? Man, ich kann probieren, alle zu teleportieren, aber das scheitert ja doch. Sag ich doch. Das war so klar. Das war so klar. Okay, und da ist die 7. Nein, nicht 7, 12. So. Okay.
time has come. 3, 6, 9 waren die Zahlen, oder? 0 oder 12 als letzte Zahl wäre irgendwie logisch. Das habe ich vorher überlesen. Ja. So. Die Reihenfolge müsste demnach dann sein. Okay, die Reihenfolge ist weird. Tippen wir es einmal ein. Ich habe jetzt nicht den ganzen Reddit-Thread gelesen. Es hat einer die Reihenfolge gepostet und gesagt, wie man auf die Reihenfolge kommen soll, checkt er auch nicht. Aber es ist gleichzeitig die Lösung zu einem anderen Puzzle. Aber eins nach dem anderen. Das passt dann schon. See this through. These magics should be used in other ways. Hello. Zuerst looten, dann reden. Unbending Collier Route. The Inevitable is busy with its task and is not paying you any attention. See what the Inevitable is doing. The Inevitable's metal fingers are flitting above the buttons of the panels. Sometimes they pause, as if straining to hear distant sound before resuming their rapid movement. Who are you? Verbal exchange initiated. Greetings. It doesn't look like the Inevitable is going to turn and face you. My designation is Erdorath. I am inevitable under the control of Valmolos, the primordial inevitable. What are you doing? My primary objective is to administer control over the threshold world simulation in order to maintain the safe existence of the Access persona. My secondary objective is to obstruct the way to the Keystone, resorting to violence if necessary. Completion of the primary objective is under threat. Numerous sections of the world have been attacked by anomalies. You cannot stay here. Please return to the simulation. Why do they call me Access? Information unavailable. Advice: contact Valmoros, the primordial inevitable. What is the Keystone? The Keystone is the nexus of this world's functional capabilities. It is maintaining the world's logic and serves as the lock bearing the exit from this world. Lawful requires Ian Mythic Pass. I'm assuming control. I'm countermanding your previous instructions. New order. Abandon your post. New administrator. Eon access. New instructions received. Executing the order immediately. Okay. Einfach so. Geh. Okay. Das ist geil. These gloves grant the wearer +4 to CMD against disarm attempts. If the wearer has the weapon training ability and is wielding a weapon, it gives a bonus to that bonus increased by 4. These gloves also make any weapon wielded by the wearer anarchic. Das ist, sag ich mal, ein straight Upgrade für ihre.
Let us not hesitate. So. Angeblich gibt's noch etwas, wenn man die Portale in der gleichen Reihenfolge durchschreitet. I stand ready. Warte mal, bin ich jetzt glaube ich falsch. Oder? Weil 6 war da, bin ich genau in die falsche Richtung gegangen. Nee, nein. Wieder zurück. Let us press on. Together we stand. So, die 6. Als nächstes durch die 3, das war der da, glaube ich. Na. 3 war der. Da wird mir nichts anderes übrig bleiben, als den langen Weg zu nehmen. Na dann. I always did what was right. Therefore I became righteous. Does it mean whatever I do now becomes right because I am righteous? I will see this through. Our path leads on. Vielleicht hätte ich den ganzen Post lesen sollen. Am Ende ist das einfach nur voll der Troll. Und ich laufe da jetzt dann durch die Map, klicke jedes Portal an und am Ende passiert nix. I will not falter. Aber die Portale waren vom Use her auch schräg, weil die meisten Teleportationen bringen da eigentlich nix. Deswegen wäre es schon irgendwo logisch, wenn sie noch einen weiteren Effekt haben. I will guide us. So. Dann das 12er, das war jetzt das da oben. Ja, also da lang. Our time has come. Und zu guter Letzt das. Das heißt eigentlich... Kann ich zu dem, wo ich jetzt hin will, mit dem Server allein gehen, weil ich komme dann sowieso noch einmal da hinterher, wo die anderen jetzt dann stehen.
Godspeed. Wo sind denn die anderen? What the hell? Warum stehen die da nichts? Nicht weiter drüber nachdenken. Scheinbar wirklich. Tatsächlich. Noch einmal eine eigene Area. Press on. Intricate component. A component of an unknown but most likely incredible complex mechanism. Flawless amulet of natural armor plus 7. Flawless plus 7. Schade, ein Troll wäre lustig gewesen. Tut mir leid. Vielleicht ein anderes Mal. This Joker protects the wearer from losing their head and not only in bed. Once per day, whenever the enemy deals the wearer a killing blow, Joker restores them 50 HP. It makes all enemies 10 foot radius pass will saving throw or become prone. Nimm einfach mal Natural Armor plus 7, Nenio. Yeah, nice. Na, das ist wohl recht. Das wäre wohl auch irgendwie lustig gewesen, wenn es einfach wirklich voller Troll gewesen wäre. Die Frage ist, wo kehrt das Teil jetzt wieder hin, was ich da gerade We gefunden march habe? ahead. Und ich check halt immer noch nicht, wofür. Why? Okay. Keine Ahnung. Alles verwirrend. Alles weird. Aber ich wüsste nicht, wo ich jetzt noch irgendwas suchen kann. In eine Richtung, weil es hübsch ausschaut. Ah. Vermutlich. Das ist die einzige Erklärung, die, sag ich mal, Sinn macht momentan. Let us not hesitate. Wir werden jetzt einfach einmal rausgehen. Keine Ahnung, wenn es da herin noch mehr Rätsel gibt. Aber vielleicht braucht man die auch woanders, die Items zum Teil. You never know. I will see this through. Vielleicht hätte ich statt diesem Ding auch was anderes beschwören können, was mehr Sinn gemacht hätte. Wenn ich auch andere Steinabfolge gehabt hätte. Ist jetzt aber egal. Wir gehen zurück nach Threshold. Irgendwo habe ich noch eine Gangberries liegen lassen. Die nehmen wir natürlich mit. Mein Stell vor, die hätten wir vergessen. Schrecklich. Access detected.
Verbal exchange has been initiated and will be recorded in my memory. Das ist bei dem halt auch übel, gell? Der sagt immer, dass der Verbal Exchange recorded wird. Also eigentlich, bevor man ein Gespräch aufzeichnet, muss man die Gegenpartei um Zustimmung fragen. Oder zumindest informieren und ein Opt-out anbieten. Ist nicht okay, was er macht. The big snake outside Threshold had many interesting things to tell me. That information is already known to me. Creatures of chaos cannot be trusted. You should trust creatures of order. I am a primordial inevitable. I am the guardian of magic. My task is to monitor instances of dangerous, experimental, unsanctioned magic, and to neutralize them if they pose a threat to the integrity of the world. The magical experiment of Arilu Vorlesh, which endowed the commander of the Fifth Crusade with mythic power, has exceeded the limits of safety. A battle between the experimenter and her subject threatened to create a cataclysm even greater than the World Wound. The problem required immediate resolution. The extermination of the commander was deemed impermissible. Axis approves of his struggle against the World Wound, regardless of his motivations. An alternative decision was made to weaken the commander to a safe level. The excess power was isolated and placed in a secure artifact repository. One factor was not accounted for, Someshnik. They managed to disrupt the stasis of the Excess's world, fill it with anomalies, and warp the logic of its inhabitants. Warning, secure contents under threat. The repository is under attack from Someshnik's anomalies. Request, the Excess should help protect the repository. Reinforcement of the minor keystones and eradication of anomalies from the artificial creatures inhabiting this world will contribute toward this goal. Aren't you upset that I broke your inevitables and destroyed your keystone? Their loss is not critical to the functioning of my repository. I'm in an Eon, or at least I have some of an Eon's power. How can you, an inevitable, stand against me? Forgive me, Creator. My actions are guided by the laws of the Eons and will bring about the stabilization of the cosmos. I am blameless before the Eons' gaze. Why should I help you? I see that restoring order to the world is insufficient motivation for you. Valmos is silent for a time as though he is thinking. I propose we agree to the following terms. You help me to keep my repository intact, and I will return the excised part of the commander's power to him. You, Excess, will continue to exist in my repository until the end of time. You will be permitted access to the other side of the repository, and will be able to create your own world as you desire. Wait, didn't you say that restoring the commander's power would be dangerous for the world? For reasons of precaution and risk mitigation, when I extracted the mythic power, I isolated more than the minimum amount required, in line with standard inevitable safety protocols. I extracted more than the minimum required. Das heißt, er will nicht alles zurückgeben, sondern nur ein Teil. You lied to me. Your assertion is false. Inevitables are creatures of order and its guardians. Deception is not one of our functions. Listen to the record of our previous verbal exchange. This world is under threat. Anomalies are destroying its integrity. The danger is critical. Assistance is required. The term, this world, should be understood to mean my repository on Axis. Listen further. The confluence of mythic, semi-divine, and divine powers in one place on Golarion risks destabilizing the very fabric of the material plane. The power of the Knight Commander of the Fifth Crusade must be contained to prevent catastrophic consequences. As you see, I spoke only the truth to you. I bear no responsibility for your erroneous conclusions. Was für ein Sack. Ja, okay, gelogen hat er nicht, aber
Er hat schon sehr vorsichtig ausgedrückt. Does anybody else here feel like an idiot? You all lied to yourselves, but not me. I was just standing here. It's a dirty trick all the same. I feel like I ought to be offended, but like, I also got no reason to be. I have a lot of questions for you. Ask your questions. My answers will always be truthful. Perception. Why did you take the commander's power but not a Rilu Vorlesh? The commander's mythic power exceeded that of Arilu Vorlesh. You can't help but notice that Valmos has not answered your question. Why do inevitables think they have the right to interfere in other people's lives? That is my function. That is how the Axiomites made me. As a result of my actions, the universe is safe. What is this world? This world is a repository of dangerous magical objects created in the plane of Axis. It exists outside of time, and time does not exist within it. Each extracted object exists in the time in which it was extracted. I am the custodian of this repository. This section of the repository was created especially for you, XS. The surroundings and inhabitants of this world were drawn from the memory of the commander of the Fifth Crusade. This section would have remained in stasis without Someshnik's incursion. Their influence has disrupted the functioning of this world, introducing an undesirable dynamic. Also der Wächter der Abstellkammer. Gewissermaßen, wenn ich bedenke, dass in meiner Abstellkammer gar nicht so harmlose Dinge drin sein wie Pinselreiniger oder so. Ja, ich meine, das Zeug ist definitiv nicht ohne. Yep, er ist der Wächter der Abstellkammer. If not for Someshnik's interference, you would have remained forever in the version of Threshold created just for you, Access, fixed in place and free of any harmful desires, able to enjoy the eternal harmony of stasis. Eternal harmony of stasis. What else do you keep here apart from me? Artifacts capable of destroying the world. Chaotic creatures capable of destroying the world. Instances of excess mythic power capable of destroying the world. Pinselreiniger sind mindestens genauso schlimm wie Chaos-Kreaturen. Also ich kann dir definitiv versichern, dass wenn du die Chaos-Kreatur mit dem Pinselreiniger bekämpfst und wir bei dieser Chaos-Kreatur von einer standardmäßig kreierten Kunststoff Games Workshop Miniatur sprechen, dann gewinnt der Pinselreiniger. Also ist Pinselreiniger in manchen Situationen schlimmer wie Chaos-Kreaturen. Der Bentin? Keine Ahnung. Answer me directly, yes or no? Is Rilu's excess mythic power also in your repository? Yes. The exact location of Arilu Vorlesh's excess is classified. Tell me about Scylla Meshnik. Enemy. Threat level critical. A primordial protean. They sow chaos wherever they appear. They destroy planes, expanding the borders of the Maelstrom at their expense. Someshnik was defeated and locked in the repository for all eternity. You have answered all my questions. Confirmed. Alright, I will help you. Your ascent is confirmed. Agreement concluded. Protect this world from destruction, and then go to the repository exit leading to Threshold. New task. Defend the repository exit against Someshnik. Er scheint ja selber nicht so viel mitzuhelfen, gell? So, da sind ja jetzt dann überall Gegner gespawnt, oder? Jupp. Da haben wir früher schon einmal aufgeräumt und jetzt sind wieder welche da.
Es ist ein undankbarer Job. Cover me, all right? The light. Take you. Ah! Scheinbar kann ich nur 3 Gazes aktiv haben. Weil wenn ich den jetzt aktiviere, dann schaltet da die Hitpoints weg. Ja. Okay. Aber dann wiederum kann ich es wohl in der Zwischenzeit so oft aktivieren, wie ich will. Das soll sich mal noch wer auskennen. Das war nicht mein Plan. Voll verdruckt. Eigentlich wollte ich mit ihr da angreifen. Aber dann probieren wir ihn halt einschläfern. Vielleicht klappt er das. Oh, gute Nacht. So, und da hinten war wieder irgendwo so ein mieses Insektenviech, die was ich nicht ausstehen kann. Wow! Da hat sie gerade aber kräftig kassiert. Stabby or zappy? Why not both? Can't you just die already? Okay, und sie ist generell ein bisschen mad. Wir werden sie trotzdem heilen. Wenn du dich so aufführst, dann kriegst du aber ein Edikt, gell? Das sollte man nicht. I will resist. Weil jetzt ist er extant vor der Waste. Okay, da kommt jetzt wieder der Tsunami. Damn! What the hell? Der hört gar nicht mal auf, hä? Kannst du den abstechen? Noch nicht ganz. So, dann werden wir da mal resurrecten müssen. Mit mäßigem Erfolg. Prepare yourself. Nein, Mirror Images, damn! Ah, und ich sehe sie nicht. Hätte ich gewusst, dass der Mirror Images hat, hätte ich nicht auf ihn geschossen mit ihr. Boah, wie weit es den hintergeschoben hat. Tactical retreat!
Was ist denn mit dem Viech los? Das ist ein komplett wahnsinniger, hä? Desno, guide my hand. Aber weil es ein Mythic ist. Ah, das könnte das Problem sein. Ja, mit einem einfachen Heal kommen wir da nicht mehr weiter. Brauchen wir schnell Resurrection. Oh je. Mein Control auf der Aru. Nicht gerade optimal. This condition is irrational. Okay, passt. So, den einmal ein bisschen aus dem Weg geschafft. I can't die now. I'm not nearly rich enough. Was hatten die drauf? Domination. Wo wir das wegkriegen mit Crystal Mind? Ich weiß es nicht. Ich glaube, gescheiter wird sein, zu heilen. Und save die First Edict of Invul. Damit können wir mal das Schlimmste abfangen. Ich hab gedacht, sie hat Mass Heal. Dann hat es wohl auch der Sörder gehabt, dann hätte ich das einsetzen sollen. Okay. Dann werden wir halt einfach noch einmal Raise Dead machen. Und dann werden wir schauen, dass wir den da wegkriegen. Cover me, all right? Dass der eine Typ so viel Damage gemacht hat, das hat mir ein bisschen am falschen Fuß erwischt. Genau, er hat Heal Maß, okay. Gut. Und dann geben wir ihm zur Sicherheit noch eine Retaliation. Ich weiß nicht, wie viel Effekt das auf ihn haben wird, aber die Aru ist ja zumindest momentan ziemlich gut außer Gefecht gesetzt mit dem Invul-Spell auf der Party. Ist immune to Restless Slumber, okay. Gut, Aru ist jetzt näher mal mind-controlled. Das ist nice. Damit sollten wir mit dem jetzt eigentlich ganz gut fertig werden.
Wie viel Buffs und Debuffs der hat. Ein Dex-Drain drauf. Egal, stich ihn ab. Passt. Ja, die einen Mobs, ich hab gedacht, der große wird uncool werden. Oder halt uncool. Sagen wir so, ich mach zuerst den großen weg, weil er eher noch ein uncool ist. Und dabei waren dann genau die kleineren das Problem. What the hell, wohl, Chief? Was ist verkehrt mit dir? What? Mal schauen, vielleicht kriegen wir den mit einem Crystal Mind wieder clear. Das kann ich nicht auf ihn casten. Aber was hat er denn da? Conscious malfunction. You can tell friend from foe and start attacking the nearest creature. Anomaly distortion effect can be removed by scroll of synchronization or by dispel magic, remove curse spells or similar abilities. Fails. Okay. Du hast da noch Remove Curse. Bei der Nanny wird das Dispel Game jetzt nicht ganz so vorhanden sein. Habe ich vielleicht das Scroll? Was sind einmal, wie die Scroll ausschauen soll? Da. Das hat jetzt auch nicht wirklich geholfen. End all ongoing anomaly distortion effects on chosen target. Ah, da gibt es noch eine normale Synchronization. Vielleicht hätte ich die gebraucht. Okay, nehmen wir mal jetzt mit ihr dann die normale Sync. Ändert da nichts. Hell.
muss dem Mann doch irgendwie helfen können. Okay. Wenn das auch nicht hilft, gibt's noch eine andere Methode, ihm zu helfen. The inheritor. Guide my blade. So, ich glaube, ich habe den Wohlchief davon überzeugt, wieder auf meiner Seite zu kämpfen. Together we stand. Yes? We are the light. Danger Noodle. Make your peace. Danger Noodle is not so dangerous. Into the fray. Distract them for me. Reinforce reality. Ich glaube, das passt denen nicht so ganz. I will resist. The light. Take you. So, dann werden wir aber schauen, dass wir den anderen finishen, dass der gar nicht mehr zum Zug kommt. What the hell? Wieso war denn der jetzt schon wieder dran? Chaos. Schieben wir es einfach auf Chaos. Time to share your treasures. Aber bei Retzen kennt die Sealer, glaube ich, auch. Mach mal mit der Ember Damage. Prepare yourself. Rely on me. Oder wir brauchen gar nicht retzen, weil ich sowieso einfach wieder aufstehe.
Let us press on. Wer ist da Jaws? Commander! Your worthless slave prostrates himself before you. The demon gives you a swaggering bow. Remind me, who are you? I understand. Your slaves are so great in number that the faces of even those closest to you are not worth remembering. I am yours, leader of the Alshnira Assassin's Guild. Ach, der Typ. And your faithful servant. Glory be to Surda. What are you doing here? I'm hunting down unworthy creatures, eradicating all kinds of aberrations that could attack your forces from behind. Have you noticed that startling increase in their number recently? They can look like demons or mortals, but there's something abnormal in all of them. I've made a habit of tracking them down and killing them, for the good of your mission, of course. I remember killing you. Your words ring hollow. Or was that a threat? Yours rarely ducks his head and hunches his shoulders, but his wide grin tells you that he is not afraid of you. What do you remember about me? I remember that you came to Alushinira, a nobody, and within days you had the city eating out of the palm of your hand. Shamira the Ardent Dream lost her throne, and demons began flocking to the Midnight Isles, eager to earn even the tiniest sliver of your favor. You led a howling horde of abyssal spawn to Golarion, and all bowed down before your might and brutality. That is how I remember you, and that is how the Abyss remembers you. How can you be of use to me? I'm planning to kill someone for you, my lord. Someone dangerous. Someone who wants you dead. Who are you hunting now? Shamira, the Ardent Dream, has abandoned Arshnira and the Abyss. She has come to Golarion. Now that beast is roaring the mortal plane, killing all in her path, and she is coming for your head. I plan to help you get rid of her, but I need your advice about how to best deal with her. What compelled Shamira to leave her cozy nest in the Abyss and come to the material plane? She was sick of being Nocticula's right hand. Since the Lady in Shadow isn't planning to invade Golarion, Shamira decided she would lead the incursion herself. What exactly is she doing? Devouring the souls of everyone who strays across her path. Shamira always did have taste for mortals, but right now she is on the pinch of untold proportions. It appears she is becoming more powerful with each soul she consumes. Why do you need my advice? Yours falters for a moment. Perhaps I'm slightly anxious about confrontation ahead. Shamira was exceptionally powerful before, and now her might is even greater. I have some advice for you. I will humbly receive your wisdom. How should I prepare for this fight? Which plan should I choose? You look beyond Yo's words and sense that he is lying. I have plenty of suggestions. Number 1. Did you know that the practice of performing fearsome pre-battle dances is widespread in Garund? The dances are designed to raise the spirits of most bloodthirsty warrior, ensure good luck in battle, and, of course, to strike terror in the hearts of the enemy. Number 2. You don't need to hear anymore. Dancing in front of Shamira is something I will not do. So, was haben wir da? You're quick. Focus on delivering a series of deadly strikes. Don't fight alone. Find a good spellcaster to cast protective charms and heal your wounds. Start off with a dirty trick to weaken your enemy. Don't fight alone. Find a good spellcaster to cast protective charms and heal your wounds. You are so wise, Commander. I will be sure to follow your advice. Now, if you will allow your servant to take his leave for you, I must prepare for battle. Hat gelogen. Hast es... greift mich an? We march ahead.
Oh Gott. Deep Shadow Viecher. Wir delayen die mal. True Seeing. So, wobei... Ne. D3. So, und mit True Seeing, wir haben Frost und Shock. Dann machen wir zuerst Shock. Sehr schön. Er wird sicher immun gegen sowas wie Feeble Mind sein, oder? Fails to overcome the spell resistance. Okay, da kommt noch was. Noch ein Deep Shadow of Frost. War Frost immun gegen Feuer? Surrender or else. Acid, Electricity und Cold. Okay, Feuer geht. Sehr schön. Hat sie gute Arbeit geleistet, die Amber. Ach, davon kommt schon der nächste. Make your peace. Der Stun von der Aru ist so oft umsonst, weil sie den Gegner einfach die meiste Zeit gleich mit abfertigt. So, Gegner gestunt, aber auch tot. Okay, alles unter Kontrolle, alles gut. Siladraht wieder durch. Sörderdraht nicht durch. Ist gut, auf den ist Verlass. So, dann müssen wir vor channeln und einfach noch einmal den letzten Channel ausdrucken, aber Hauptsache die HP gehen ein bisschen auf. Okay, ich weiß nicht, was die beiden Jungs da gerade versucht haben, aber... Ich werde jetzt einmal auf Rest drucken. All of the experiments I have conducted on myself, namely pinching various body parts, have produced the same result. I exist. I am real. But what is Then real? again, perhaps I'm still experiencing the denial stage, described in treatises about the mind's response to shock. Die Nenio. Du wirst schon noch drauf kommen, Nenio. Ich muss einmal kurz auf die Toilette, bin gleich wieder da.
wir mal weitere Anomalien, die wir dazu machen können. Irgendwo da müssten ja noch 3 Teufel rumstehen. Ich glaube, wir haben die Teufel gefunden. Mephistopheles mal 3. Triple Flausch. Sehr cool. Greetings, Commander. The tall devil smiles ugly at you, his 2 identical copies flanking him on either side, not politely. Have you given any more thought to striking a deal with your old friend Mephistopheles? What are you doing here? Are you going to try to tempt me again? Triple vacuuming. Sagst, das hat nicht nur Vorteile. Tempt you? Oh, I see. You liked that, did you? And now you crave more? The devil's face breaks into a smile. Alas, I do not know of any other temptation to offer someone who has already signed a contract with Hell and entered its hierarchy. I consider our arrangement one of my finest accomplishments, you know. I humbly note that without my invaluable help, you never would have managed to secure such an advantageous contract with Hell and sink so low. It is thanks to the harshness and ruthlessness I have instilled in you that your forces are now but a step away from victory. What do you remember about me? I remember you as a promising, merciless judge whose name struck fear and awe into the hearts of all, a fine start to a career, and one more befitting a devil than an eon at that. Nonsense. I remember it all quite differently. I remember that you surrounded yourself with useless buffoons who clamored for your attention and brought you no benefit. But when circumstances required you make a serious sacrifice and chose you jettisoned that ballast. First you were corrupted Azata, and then you became an exceptional devil. Welcome to the Crusader camp then. I thank you for your hospitality. I have no plans to abuse it, and I intend to leave the camp as soon as you render me a service and free me of this tedious tripartite existence. All 3 devils are bathed in a glow that indicates a crime has been committed. It seems that since your last meeting, Mephistopheles has violated the laws of creation. Why are there 3 of you? You see, Commander, of late I have sensed a strange wrongness within myself. I have felt a shift in my very nature. I have been invaded by a touch of the chaotic, whereas I, as a devil, ought to embody the principles of evil and lawfulness. My lawful side tells me to destroy myself, for I am a violation of nature. My evil side tells me selfish to safeguard my own life and do myself no harm. Therefore, I intend to offer myself up for judgment. Except, who could pass judgment on me, an archdevil? Only Lord Asmodeus or myself. That is why I have split myself into 3 parts. Judge, prosecution, and defense. Die Logik. Ich kann mich nur selbst verurteilen. Also muss ich Richter, Verteidigung und Kläger sein. But if I alone participate in this trial, then it would be no trial at all but a farce. So, I am asking you to join in as the lone juror. After all, Commander, you have conducted so many tribunals yourself, you are an expert now. To whom else could I turn for help besides you? You sense the rightness of the devil's words. Justice is your duty. Even just hearing the word trial sends a shiver down my spine. Where did this wrongness come from? I wish I knew. I simply felt it within myself and knew that I was not as I had been before. Now I'm something different, something wrong and unnatural. And what will happen if you find yourself guilty? It all depends on the sentence, but I presume in that case the devil Mephistopheles will be unmade and wiped out of existence.
There's something you should know. We are in a prison of the inevitable Varmalos, and you are an illusion corrupted by the influence of Gilamishnik, a primordial protean. After a brief pause for a silent contemplation, the devil replies, "Your words ring hollow, Commander. I would never have written such a thing into any contract." Not on. I will participate in your trial. In that case, let us begin. The defendant, the devil Mephistopheles, stands accused of being a living violation of the cosmic order. His fundamental nature has been corrupted by the influence of chaos. The prosecution believes that the defendant's nature is lawful, first and foremost, and evil only to a lesser degree. Therefore, the prosecution demands that he be found guilty and sentenced to complete and irreversible unmaking. In this hearing, the defense intends to show that it's the devil side of the defendant's nature which prevails over the lawful side. The defense hopes that the court will take into account the egotism of the defendant's soul and overlook any incriminating evidence and acquit. The court will examine the defendant's past, present, and future. The commander, who has so generously agreed to take part in this trial, will play the role of the jury. His opinion and assessment will be taken into account by the court. However, the verdict will be mine to deliver. On that note, where shall we begin? Let's take a look at the defendant's past. The defense counsel unfurls a long scroll. In the past, the defendant has concluded many unequal and detrimental contracts and deals with mortal beings, condemning their souls to eternal slavery in hell. To wit, the defendant acquired the soul of the farmer Latko, no last name, in exchange for providing 3 days of rain over his field in southern Varysia. The defendant acquired the soul of King Laferrel VI in return for providing a trained army for a conflict with rebel barons the defendant acquired. The list of nobles, peasants, knights, criminals, dark sorcerers, fishermen, and dignitaries blurs into an unending tale of avarice, desperation, soul bought and sold, crimes committed, and internal torment in hell. Listen in silence. The seemingly endless list of mortals deceived by the defendant ends with the triumphant words, and, of course, the defendant acquired the soul of naive 16-year-old Sally Hams in exchange for resurrecting her pet hamster, a gullible young woman trapped in eternal servitude for a hamster. As the court can see, the commission of such nefarious acts constitutes the defendant's main occupation, from which we must conclude that his nature is, first and foremost, evil. Thus, taking into account his evil nature, we ask the court to allow the defendant to go free. However, Sally Ham's hamster was resurrected in accordance with the agreement. What is more, it was granted the maximum lifespan for a member of that species of rodent. The prosecution see the defendant's actions as evil, yes, but they also display an undeniable propensity for upholding not only the letter but also the spirit of a contract. This is evidence of the defendant's lawful nature. Thus, as a lawful creature, the defendant must be found guilty. His existence, which contravenes the laws of nature, must be immediately terminated. All the facts of Mephistopheles' paragraphy have been stored in your memory and measured with mathematical precision. Weighting up the devil's actions, you calculate an evil to lawful ratio of 1 to 1.0002528. Also ist lawful höher, oder? Haben wir ja durchgerechnet. If you ask me, he should be punished, just for being what he is. No good scum. Has the accused ever broken the terms of a contract? Never.
The defendant has an unholy reverence for the law and the inviolability of contracts, and he is very well aware of the severe punishment that awaits those who commit such infractions. Has the accused ever helped anyone for no remuneration or on terms that were not advantageous for him? Not a soul. Whether belonging to him or not, could accuse the defendant of such a thing. Such a behavior would do considerable damage to his evil reputation. So, was haben wir da jetzt zur Auswahl? Wir haben Lore, Religion 15, noted the prosecutor. I have weighted the past actions of Mephistopheles and I find his nature to be more lawful than evil. Oder the defendant has always upheld his contracts. His motivation for doing so does not matter. By upholding his contracts, the defendant was merely ensuring his own safety. Oder wir haben already have a sentence prepared. You are all guilty and will be put to death. Naja, also laut meiner Rechnung ist er mehr lawful und demnach werden wir auch genau das sagen. I have weighted the past actions of Mephistopheles and I find his nature to be more lawful than evil. Who will dare to gainsay the word of a juror so experienced in the waning of souls? The court trusts that they present an expert opinion and thanks the juror for his assessment. Let's talk about recent events. The accused recently looked up the position of advisor to the commander of the Fifth Crusade. The defendant then encouraged the commander to abdicate from his responsibilities and instead to accept the authority of Hell. The defendant secured a contract to grant the commander the power of a devil, which he did in full and without deception. The prosecution asked the court to view this as evidence of the defendant's lawful nature and to sentence him to destruction as the law dictates. Securing this contract with the commander significantly raised the defendant's standing in the hierarchy of Hell. Indeed, the fact that the defendant insinuated himself into the commander's trust under a false name and identity and opted for a strategy that was based on deceit marks his act out as evil rather than entirely lawful. As an evil creature, the defendant must be acquitted and released. We must also note that the defendant, driven by self-interest, attempted to prevent the commander from taking up a place among the Eons, the defenders of universal law. Can such behavior be viewed as anything other than an attempt to sabotage the cosmic order? You sense the rightness of these last words. Your path to becoming an Eo was correct and for the benefit of all creation. Any obstacles that cannot be viewed as lawful behavior. The hero is now called to give his testimony. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth? Don't fall for it, Chief. Sure, you're a witness now. But before you know it, you'll be up in the dock as an accomplice. I swear. What do you have to say as regards the charge of... The judge checks the scroll. Your spiritual temptation and corruption by the defendant with the aim of leading you onto the path to hell. So, was haben wir da? That didn't happen. In dieser Zeitlinie hat es scheinbar stattgefunden. Interfering in the formation of a new Eon is a crime against natural order. The defendant broke the law. In my opinion, the defendant struck a fair deal with me. I have no doubt the defendant's sole concern was ensuring his own benefit. Ich will ehrlich gesagt, dass er sich selber schuldig spricht, also sage ich einmal, es war ein fairer Deal. In my opinion, the defendant struck a fair deal with me.
failed. Your Honor, we cannot rely on the testimony of a witness who has not yet tasted grief and disappointment that awaits him in the future. He has not even been to hell yet. The court shares these doubts, however, we will end the examination of recent events here. Look at the defendant's future. While the defendant's nature has been subjected to chaotic changes, the defendant remains part of devil hierarchy. Thus, the prosecution argues that he will continue to work lawfully towards his advancement, fearing brutal execution if he does not. This means that the lawfulness prevails over evil within the defendant, and so he should cease his unnatural existence in accordance with the law. The defense vehemently rejects this argument. Even hierarchy has its renegades from time to time, and the defendant's selfish nature will inevitably lead him to the third hell. Given this, the defense considers evil to be the dominant aspect of the defendant's nature and therefore insists on full acquittal. You sense the wrongness of what is happening here. In this discussion of future, the court is considering Mephistopheles as a devil, but he is one no longer. He is something else, something infected with chaotic, anomalous energies, and he is no longer bound by the devil's obligation to act lawfully. Okay, the defendant's future actions are irrelevant to these proceedings. His nature has changed, and in the future he is entitled to act however he wishes. Oder? This court shows that despite the changes in the defendant, he continues to observe the law. Oder? If even now the defendant is looking for a way to escape punishment for his abnormality, then in the future he surely will not hesitate to break the law. Was ist denn Diplomacy überhaupt? 45, sehr guter Roll. Oder Chaotic, Resistance Prepared? Ne. Prosecutor. This court shows that despite the changes in the defendant, he continues to observe the law. An accurate observation. The defendant has shown that changes in his nature have not produced changes in his thinking. The court agrees with the juror. The defendant prosecuted actions are clear as day. Now that the court has considered all circumstances of the case and taken into account the questions and responses of the juror, it will issue its verdict. The defendant has been found guilty on all counts. Well then, it is time for us to bid you farewell. It was a pleasure dealing with you, Commander. May Asmodeus preserve your black heart, but now I will take my leave of you. All three devils smile archly at you. Or perhaps not. You sense that the ground beneath your feet is a little firmer than before, the colors more contrasting and the sounds sharper. Your actions have brought a modicum of stability to this place. Warum blau leuchten? Inspirational Leader. Na, das kann es nicht sein. Gut, dann leuchten wir jetzt wohl blau. Ah, das wird sein, der Anomaly Eradicator. Da fuhr nochmal wieder ein Danger Noodle. Dann können wir da auch noch die Reality reinforcen. Naja, wie beim letzten Mal.
skewers after you. Why not both? Damage wohl schief, geht doch. Desna, guide my hand. Do not hold back. Distract them from me. Die Danger Noodles könnten eine Spur dangerer sein, denke ich mal. Die sind halt echt relativ ungefährlich eigentlich. Da habe ich scheinbar noch einen Loot übersehen. Und da auch gerade irgendwo. So, das heißt, jetzt noch zurück ins Camp, aber mal schauen, was wir dort noch treffen. Aber die Gerichtsverhandlung mit dem Teufel war cool, wie er sich selber vor Gericht stellt und verhört. Das ist irgendwie so absurd. Aranka, sagt man nichts mehr. Aranka, the blue-eyed bard, is engrossed in studying stacks of crowned pages which are bathed in an amorous shimmering haze. She feverishly whispers something under her breath, and from time to time she grabs a pencil and jots down some notes. She doesn't notice you right away, but once she does, she cries out, "Commander, I've been searching for you. I meant to go searching for you. Come and see what I've got." Who are you? Is that a philosophical question? Let me think. If I say that I am Aranka, a bard by vocation and a worshipper of Death Knight, sounds trite. If I say that I'm a free crusader who has followed the famed commander all the way to Canabres, it sounds pompous. You are a follower of Desna from Canabres. It is wonderful to meet a fellow sister in faith. Rishara breaks off before adding in whisper, albeit not a real one. Whoa, a succubus who believes in Desna? I've never heard of such a thing. It is a pleasure to meet you. Wait, you didn't come from the Portal of Wishes, did you? I heard some folks in the camp talking about wishing for good demons. No. You think I came from a portal? What portal? I'll tell you all about it later. I have an answer to a question, Commander. One that is both succulent and poetic. I'm Aranka, a feather-light liar whose string are strummed by the free winds of Elysium and the loyal companion of a wonderful Asata by the name of Serda. Yes, that sounds about right. Alright then, tell me what you remember about me. Aranka stares at you blankly at first, and then, eyes flashing, she reluctantly says, "Ah, somebody's told you that I'm composing a ballad about your life's journey. No, I won't perform it for you now, it's not ready. But since you are so interested, I will say that I plan to cover all the key moments of your adventures in the World Wound. I'll tell you how you took a ragtag band of volunteers under your wing, turned us into an army of free crusaders, of how you nurtured the spirit of freedom and friendship in us, and how you met your loyal companion, that little dragon Aivu. Speaking of Aivu, where is she? Is she off painting the mounts again while the soldiers are taking a break? And of course, I'll tell you of how you entered the abyss and returned at the head of a host of slaves whom you had freed. After a moment's thought, she adds, "Yes, it sounds rather dry, like a history book. I'll add some color by mentioning that you're a good friend and you never put airs and graces. That will be even better. What are you holding?" This is the last requiem of Maestro Ekle. Completed. Do you understand? He died before he could finish his last work.
But here it is. I've seen the master's handwriting 1,000 times. This is the real thing. Aranka gazes at the sheet music like it's a precious relic. And I have many more treasures that are just as wondrous. Many, many more. Where did you get this sheet music from? It was a gift from the Portal of Wishes. That is why I came to your camp. To tell you about the portal. Oh, it's so marvelous. Portal of Wishes? What's that? It calls itself that because it's a portal and it grants wishes. It just appeared out of the blue one day in the middle of the Free Crusaders camp on your flying island. It's such a sweetheart, I can't give you whatever you want, even things that don't exist. Now the whole camp is uninterred with all kinds of things that we wished for. I thought it would be very mean not to tell you about this marvelous miracle. Everyone should hear about it. Who are the Free Crusaders and what is this island? The island is your island. The flying island that you lifted into the air with your Asata power. As for the Free Crusaders, that's us. We are fighting for us. Treants, mimics, Desnas, halfling warriors, noble bandits and anyone else who doesn't like the wound. But who doesn't much like army rules and regulations either. Die anderen Mythic Paths klingen tatsächlich nicht uninteressant. It calls itself the Portal of Wishes? Do you mean you call it that? No. Well, yes we do, but so does it. It's not an object, it's alive, and it's friendly and funny and such a dear. What do you pay in exchange for these wishes? Is this portal dangerous? It does it all for free. No contracts, no traded souls, deals or debts. It's no lousy devil. The portal does everything above board, and no, it's completely harmless. One of the halfling warriors wished for a rather silly thing, a sword with 4 blades sticking out in every direction. Of course, it was only a matter of time before he tripped and impaled himself on his own weapon, but the portal enchanted the sword in advance so that its blade could not wound its owner or his friends. Wasn't that considerate? I'll go and see this portal for myself. Excellent. Now listen carefully. The portal is usually asleep, so you have to wake it up if you want to make a wish. In front of the portal there are 3 chests. You have to place the correct items in them. All items must be found on the island. You cannot bring them with you. You need to find something shiny and deceptive, something sonorous and something light and very beautiful. At first, I just put whatever I found in the chests until I managed to wake the portal up. But later, I learned the required combination. Also, all 3 objects must be from our island. I don't know why, but the portal looks down upon other trinkets. The Free Crusaders have got all kinds of loot there, so I'm sure you'll find what you need. Remind me of, how do I wake the Portal of Wishes? Mal kurz notieren, was haben wir da? Shiny, Deceptive, Sonorous, Light, Beautiful. So. I have other things to do. Okay. Das könnte jetzt einfach so ich will ja da zu diesen Danger Noodle. Es könnte einfach so ein Reiseziel sein, was ich dann über die World Map ansteuern kann. So, das heißt wieder den einen Weg machen, Portal schließen und dann kommen wohl noch einmal gleich 3 weitere. Reinforce. Yep. Dafür, dass die Viecher angeblich so chaotisch und unvorhersehbar sind, sie aktuell ziemlich vorhersehbar.
to share your treasures. So, okay, die beiden haben wir ja eigentlich dann dementsprechend falsch gelöst auf die chaotische Variante. Godspeed. Mal schauen, ob wir da irgendein Flying Island ansteuern können. Ja. Es war mal. Aber es will ich noch einmal hin. Ich werde zuerst noch einmal nach Is gehen. Okay, da hat sich auch was verändert. Die Shamira. You decided to appear before me yourself, Commander. Wonderful. You have something that should belong to me. Your power. Why have you come here? I was feeling hemmed in by the confines of the storyline I've been following all these centuries. The same demons, the same conquests, the unchanging abyss. I felt like a prisoner, so I decided to play by different rules. What do you mean by storyline? You don't understand. I felt like I suddenly saw my life from the outside and I realized that I was doomed to forever be a malevolent demon. To the foil to people like you. As if someone had thought up a story for me where I would commit evil act after evil act and be content with that pitiful excuse for a life. There was no choice in my actions. Anyone would have behaved the same in my place. Viciously, chaotically, and predictably. I'm no stranger to those thoughts. The real Shamira would never have wanted this, but you are not like her. Do you also crave different fates than eternity in the guise of an abyssal spawn? Do not even think to compare us, maggot. I hunger for absolute freedom, not sniveling penitence before mortals. Requires Ian Mythic Path, reveal the truth to Shamira. Telling you will take too long. I'd better just show you the truth. Your knowledge pours into Shamira's consciousness, mercilessly showing her that she is incapable of knowing her own nature. Stunned, the ardent dream looks at you. I'm just a copy? And everything around us is as well? That just confirms that I'm right. I'm in a prison, and if I want to break free, I must seize your power. Access. The revelation you just bestowed upon her has done nothing to ameliorate the demon's viciousness and greed. So what's your plan? I kill everyone who crosses my path. I take their power, I raise higher and move one step closer to becoming someone else. Soon, I will acquire enough power to be whoever I want to do. I want to do whatever I want. So all we can do is fight? Yes, let's fight. Yours slinks out of shadows with murder in his eyes, which are trained on you. Sorry, Commander, but I've decided to betray you. Why did you betray me? I was afflicted by the same strange feeling as Shamira. I felt like I was a slave whose fate had been written in advance, and all words rang hollow. I wanted to check if it were true. Yes, and before I kill you, Commander, thanks for the good advice. I will defend my dream. Prepare yourself. What the fuck? The inheritor. Damn. Wir werden einfach mal Weird reinwerfen, mal schauen, vielleicht erwischen wir damit gleich noch was. Yep.
Immerhin. Aber wenn es die beiden kleinen Typen sein, down ist down. Ich glaube, mit dem Voltschiff zum Infiltrator hingehen ist ein Waste. Da ist echt gescheiter, er geht vorn zum Ja-Summe. Okay, weiß nicht, ob es so viel besser war. Es hat auf jeden Fall nicht gut für ihn geendet. Target is not dead. Er wird trotzdem eher den Surder heilen. Okay, das geht sich nicht aus, oder was? Why is not healing? Nimm halt den Heal. Bei weitem nicht so effizient, aber man muss nehmen, was man kriegt. Heal-Maß. Auf jeden Fall Retaliate. Vielleicht wäre Invul-Edict besser gewesen als ein Retaliate, so rückblickend betrachtet. Aber kann man jetzt auch nicht mehr ändern. Ist ja wurscht. So. Ich habe nicht das Gefühl, als würde ich mit Icy Prism viel erreichen. Machen wir den Blast auf den Jas. Dann kann nämlich der Voltschiff unproblematisch aufstehen. Der hätte sonst sicher Attacks of Opportunity kassiert. Und dann wird der sich jetzt einfach Greater Invis casten. Generell einfach ein Haste auf alle. Meine Chancen, dass sie die Einschläfer mit der Amber würde ja mal eher gegen 0 rechnen. Make your peace. Ist sie tot oder? Na, okay, sie ist nur verletzt. Soweit, so gut, also. Demnach. Das war das Falsche. Ihr hättet das da gebraucht. Egal. Großer Heal. Okay, aus irgendeinem Grund war das Healer nicht mit drin. Schlecht geschaut. Egal.
könnt wieder den Blast probieren, in der Hoffnung, dass es sie umschmeißt. Why not? Okay, das hat sie nicht umgeschmissen. Stab you or zap you? Why not both? Single Heal und jetzt. I will resist. Sind wir vom Damage schon gut weiterkommen? Dispellt die einfach mein Invul-Spell! What the hell? Draufhauen, bring sie einfach um. Sagst du, magst nicht zuschlagen. Achso, nein, bin ich jetzt ernsthaft wieder in dem. Ja. Too late for apologies. Forgive me for this failure. Gut, keine Ahnung, was da gerade gehängt ist. Even on the brink of death, Jaws shoots out his customary cocky smile. It seems I underestimated you, Commander, but I couldn't help but try. The demon's eyes glaze over. The voice that comes from his throat sounds dry, mechanical. It more closely resembles Valmola's speech patterns than Yaw's smooth repartee. The demon assassin Yaws fulfills a role that is crucial to a system's functioning, seeking out and eradicating anomalies. In the event of his destruction, the demon assassin Yaws will be restored with basic memories. The machine's words die away, and Yaw's eyes are brimming with pain and his characteristics audacity once more. We shouldn't kill him. He didn't do bad things because he's evil, but because that's how he was made. It's wrong. What will happen if I spare you? He answers with a crooked smile. Well, I will serve you, and I'll try to make up for my betrayal and prove my usefulness. I'll hunt down and kill aberrant creatures, and someday I'll probably try to betray you again. But not anytime soon. Lawful, I will let you live, but only because your work is important for this world. An unexpected mercy. I suppose thanks are in order, Commander. I will go now and try to work off this debt to you. You sense that the ground beneath your feet is a little firmer than before, the colors more contrasting, and the sound sharper. Your actions have brought a modicum of stability to this place. Watch and learn. Let us not hesitate. Magritio Turino! Magritio Turino! Magritio Turino! Magritio Turino! First Memories. Moment, das First Memories müsste aber ein Buff sein, was ich von dem Stein gekriegt habe, wo ich mich gefragt habe, wofür ich es gemacht habe. Whenever the owner of these memories receives a critical hit, they gain immunity against critical hits for the next 2 rounds. Okay. Also scheinbar habe ich einfach einen Buff gekriegt. So, was haben wir da? Dagger plus 4, ziemlicher Crap. Generell nichts Gutes dabei. So, Wilderness Encounter. Okay, da vorne ist dann eventuell auch noch ein Rift. Keine Ahnung, was da sonst noch ist. Auf jeden Fall werden wir die kleine Area dann morgen noch erkunden und dann geht es weiter nach Is. Und zwar, weil wir in Is auch noch so eine Area gehabt haben, wo wir heute angefangen haben, wo die ganzen Rätsel zum Lösen waren. Und da habe ich letztes Mal aber nicht alles fertig machen können, weil ich mich noch nicht teleportieren habe können. Ich habe da eine Area gesehen, wo ich nicht hingehen habe können. Und ich glaube, mit Teleport dürfte ich da hinkommen. Und deswegen will ich zuerst noch einmal nach Is und dann haben wir die fliegende Festung und wer weiß, was wir sonst noch alles finden. Ich würde sagen, der DLC ist nicht mehr ganz so verwirrend. Es ist immer noch weird, was da passiert, aber die Verwirrung
Die Verwirrung haben wir, glaube ich, fürs erste einmal relativ gut überstanden. It's something. Ja. Und damit würde ich euch dann jetzt noch eine gute Nacht wünschen. Und wie gesagt, direkt morgen Abend machen wir da weiter und versuchen weiter die Ordnung in der Welt wiederherzustellen, Anomalien zu schließen und dann hoffentlich aus dem Gefängnis mehr oder weniger entlassen zu werden. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Also, ciao, ciao, vielen Dank fürs Dabeisein, schönen Abend noch, gute Nacht und bis bald, Baba!